Ja, also dann begrüße ich euch jetzt ganz offiziell meinerseits zum 100. Vortrag. Also es ist so ein kleines Jubiläum, das wir drinnen haben. Und ich möchte mich einfach bedanken bei euch, die ihr dabei seid, so konsequent, so regelmäßig und das einfach tragt, die ganze Geschichte. Ist ja nicht so ohne, dass man mit so einem Thema 100 Vorträge und dass da noch irgendwelche Leute da sind, ist nicht selbstverständlich. Meistens hat man ja das Gefühl, man schlägt die Leute in die Flucht damit, aber das ist nicht der Fall. Also, und vor allem tragt ihr mich auch ganz stark mit dem, dass ihr dabei seid und das ist wirklich eine große Unterstützung. Ich meine, man kann sowas im Grunde nicht machen, indem man in den Lernraum hineinspricht sozusagen, sondern es ist so wichtig zu spüren, dass Menschen dabei sind, die wirklich Anteil nehmen daran und die doch irgendwie sagen, es bedeutet mir irgendetwas und das, sonst kann man es nicht machen. Schau, das Julia, die Blumen auch. Überall Blumen. Das ist schön. Aber ganz, ganz großen Dank. Und zur Einführung, zur Einleitung einmal der 50. Wochenspruch. Also da haben wir auch das Jubiläum sozusagen, der 50. 52 sind es bis zum Ostersonntag dann. Also dann geht's mit dem Ostersonntag geht's mit dem neuen Zyklus los. Also Ostersonntag ist dann der erste wieder. Der erste Wochenspruch. Also wir nahen ganz an das schöne Osterwochenende hin, an den Auferstehungsgedanken hin. Und das brauchen wir jetzt, weil wir sind in der Apokalypse, gerade in der Dunkelphase irgendwo drinnen, so ganz, ganz am Grund drinnen. Und es geht ja darum, die Kräfte zu sammeln, aus diesem Untergrund, aus dieser Tiefe sich emporzurringen, emporzusteigen aus dieser Tiefe. Aber es gehört halt für unsere Zeit auch dazu, durchzugehen durch diese Tiefe. Das zeigen uns ja eigentlich die Zeitereignisse auch. Mehr als genug. Also aber wie soll ich sagen, es ist dort halt, wo viel Schatten auftritt, ist es das Zeichen, es ist viel Licht da. Und es hält sich eigentlich immer in gewisser Weise die Waage. Es ist halt immer die Frage, wohin sie sich senkt, aber im Prinzip hält sich Licht und Finsternis die Waage irgendwo. Und das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben. Und das Licht ist hell, ist sehr hell und darum erscheint uns halt die finstere Seite besonders dunkel. Und das hängt aber zusammen miteinander. Also je mehr Licht wir erzeugen, desto mehr werden wir uns auch der Dunkelheit bewusst. Und um das geht's eigentlich. Also die Apokalypse ist auch nichts anderes. Und, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, immer im Bewusstsein zu halten, wenn man auch jetzt spricht über die dunkle Seite, dass sie ja Ausdruck dessen ist, dass gerade viel Licht da ist. Und das ist die Kraft, aus der wir schöpfen können, das ist die Kraft, die die Zukunft gestaltet. Das ist die eigentliche Wirklichkeit. Das, was wirkt. Ich meine, die Widersacher sind in gewisser Weise Vergangenheitskräfte. Also haben etwas zu tun mit der Vergangenheit, selbst wenn sie jetzt etwas auf verzerrte Weise vorausnehmen, was ganz anders in der Zukunft kommen soll. Aber also zum Beispiel gerade die arimanischen Mächte sind etwas, was jetzt vielleicht schon eine Technologie hereinbringen, in falscher Weise, die in der Zukunft ganz anders gestaltet werden könnte oder sollte. Und gerade die arimanischen Mächte, ja die luziferischen genauso, neigen halt dazu, uns Mittel in die Hand zu geben, für die wir in gewisser Weise noch nicht reif sind, aber es ist zugleich eben damit immer die Aufforderung verbunden, Mensch, da musst aufpassen, da kannst du noch sehr leicht verführt werden, sehr leicht in die Irre gehen. Es ist immer ein Aufmerksam machen und das ist das Wichtige. Und der 50. Wochenspruch passt, passt sehr, sehr gut dazu, weil er uns zeigt, welche Aufgabe, welche Bedeutung wir für die Welt auch draußen haben. Aber ich lese ihn einmal, 50. Wochenspruch. Es spricht zum Menschen Ich, sich machtvoll offenbarend und seines Wesens Kräfte lösend,
des Weltendaseins werde Lust. In dich mein Leben tragend, aus seinem Zauberbanne, erreiche ich mein wahres Ziel. So spricht also des Weltendaseins Werdelust zu uns. Das ist die eine Seite davon. Und diese Seite heißt also, dass diese Kraft, die gestaltend in der Welt wirkt, die verbunden ist auch mit dieser Werdelust. Das finde ich sehr schön, dass das Wort jetzt wieder vorkommt. Wir hatten es, glaube ich, schon im 47. Wochenspruch einmal drinnen, genau. Da ist geschrieben gestanden, es will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquickend Werdelust. Also das heißt, das, was jetzt in der Natur draußen aufwacht, äh, ist nicht nur starke geistige Kraft, die sich jetzt gestaltend kundgibt, sondern es ist Werdelust drinnen und das ist ganz was Positives. Also es ist nicht etwas, was man einfach so abstrakt zur Kenntnis nimmt, aha, es ist große gestaltende Kraft in der Natur, heilig, heilig, heilig und das lange Gesicht dazu macht, sondern einfach lustvoll mitzuerleben, wie die Natur erwacht. Das ist so ganz wichtig. Also keine Scheu vor dieser Werdelust zu haben. Lust und Lust gibt es halt verschiedenste Seiten, aber die darf im Geistigen nie fehlen. Also das ist ganz wichtig. Ein Geistiges, das so mit dem langen Gesicht ist, der Steiner hat so oft gewettert dazu. Er hat da immer wieder gebraucht, den Ausdruck, den eine italienische Anthroposophin, die nicht so ganz gut Deutsch konnte, immer wieder gebraucht hat. Und was sind Anthroposophen immer mit Gesicht bis ans Bauch? Also so langes, trauriges Gesicht machen und halt sehr, sehr traurig, sehr würdig von mir aus oder wie sonst auf jeden Fall sehr steif reinschauend. Und das ist Geisteswissenschaft, ist Geistiges überhaupt nicht. Geistiges sprüht von Werdelust, Gestaltungslust, Freude daran zu empfinden, zu gestalten, immer wieder neu zu gestalten, umzugestalten. Das lebendig einfach zu sein. Der Mephisto im Faust kritisiert das, dieses ewige Gestalten und Umgestalten, also des ewigen Geistes, ewige Unterhaltung. Ja, ja, das ist des ewigen Geistes Unterhaltung, aber im besten Sinne. Im besten Sinne. Und, und gerade für unsere Zeit heute ist es so wichtig, weil unser Bewusstseinsseelenzeitalter im Grunde einen ganz neuen Zugang zum Geistigen gibt. Wenn man noch denkt an die griechisch-lateinische Zeit, Ausdruck des Geistigen, die Ewigkeit, die unveränderlich ist, die sich im Grunde nicht rührt, die fertig ist schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Grunde gibt's nichts Neues mehr unter der Sonne. Das ist die Auffassung der griechisch-lateinischen Zeit und zieht sich aber bis in unsere Zeit hinein, also zum Beispiel ewige Naturgesetze, unveränderlich und ewig geht es nach dem, aber ist schon richtig, dass ein gewisser Rahmen da ist, weil eine gewisse Vergangenheit nachwirkt. Natürlich, der ganze Kosmos und die ganze Schöpfung hat eine Vergangenheit und trägt ein gewisses Weltenkarma, wenn man so will, mit sich und das hat eine gewisse Notwendigkeit, bringt eine gewisse Notwendigkeit mit sich. Aber die Zukunft, das Eigentliche, das, was weitergeht, das ist offen. Das ist offen dafür, von Werdelust erfüllt zu werden. Und jeder Mensch ist dazu aufgerufen, an dieser Werdelust teilzunehmen und beizutragen zu ihr. Das heißt, gestalten aus dieser Werdelust, nicht gestalten aus dem die Gesetzmäßigkeiten der Vergangenheit fortführend, in sinnvoller Weise, in der Menschheit dienlicher Weise und so weiter. Das alleine ist zu wenig. Wir brauchen das auch und die Technik arbeitet ganz mit dem. Die Technik ist, wie soll ich sagen, einerseits das große Neue, jedenfalls in dem Ausmaße, wie es jetzt herausgekommen ist in den letzten
200 Jahren und kann man sagen, wo das so explosionsartig gestiegen ist. Aber es ist die letzte Blüte der Vergangenheit im Grunde. Insofern es sie baut auf die Naturgesetze, die halt ewig unveränderlich sind. Ich meine, die Zukunft geht viel, viel weiter. Sie geht so weit zu sagen, ja, das Ziel ist, einen ganzen neuen Kosmos zu schaffen mit neuen Gesetzmäßigkeiten, wo die alten Gesetzmäßigkeiten aufgehoben werden. Aufgehoben werden im Sinne, wie es Hegel sagt, im dreifachen Sinne der Aufhebung. Aufhebung, sie werden außer Geltung gesetzt. Aber sie werden nicht einfach verworfen, sondern sie werden in gewisser Weise geistig gesehen auch bewahrt, also aufgehoben, sorgsam aufbewahrt. Aber sie sind nicht der dominierende Faktor. Aber sie werden auch aufgehoben, indem sie auf eine höhere Stufe gehoben werden und dann dürfen sie in dieser erhöhten Form, in dieser weiterentwickelten Form auch an dem Neuen teilnehmen und Teil des Neuen werden, aber eben jetzt nicht einfach nur als was Beharrendes, sondern etwas, was diesen Zukunftskeim mit aufgenommen hat. Und wir Menschen tragen dazu bei. Wir Menschen tragen dazu bei, weil über das haben wir ja schon so oft gesprochen, dass die Zukunft der Schöpfung in gewisser Weise in der Hand der Menschen liegt. In unserer Hand liegt es. Und das hat gewaltige Veränderungen in sich auch ja, für das ganze Gottesbild, das wir haben. Ich meine, das alte Gottesbild ist Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der Allgütige. Der Allgütige, der Allliebende, das ist das, was heute und für die Zukunft, in die wir gehen, ganz gültig ist. Der Allmächtige und der Allwissende hat seine Gültigkeit verloren. Und namentlich in unserem Zeitalter. Gott hat seine Allmächtigkeit aufgegeben um der Freiheit des Menschen willen. Und damit musste er zugleich seine Allwissenheit aufgeben, weil Gott nicht wissen kann, was wir aus Freiheit heraus wollen werden. Wir wissen es selber nicht einmal vorher, wir wissen es in dem Moment, wo wir diesen schöpferischen Impuls setzen. VSA kommt leider nicht durch. Ja, die Kacheln, genau. Dann schalte ich die Kacheln jetzt aus. Ich hoffe, dass VSA dann im, in der Folge am Ende dazu kommen kann und dann uns das schildern kann, was er an Ideen hat jetzt zu den Apokalypse-Vorträgen und insbesondere halt jetzt zum 100. Vortrag, wie man dieses Jubiläum, womit man das unterstützen könnte. Ja, also das dann am Ende. Ja, also Gott gibt seine Allmächtigkeit auf, indem er seinen Sohn, das Sohnesprinzip, aber in höherer Weise sind Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist ja eines auch. Also es ist im Grunde diese trinitarische Auffassung, ja, gilt einmal zunächst aus unserer Perspektive. Aus der höchsten Perspektive gesehen ist es eine untrennbare Einheit. Auch da, es sind halt so Paradoxien, die auf uns zukommen, je nach der Perspektive, ob ich es jetzt aus der Perspektive von uns Menschen hier unten oder auch aus einer niederen geistigen Perspektive betrachte, ist es ganz wichtig, die drei göttlichen Personen zu unterscheiden. Aber in dem Moment, wo ich ganz hinaufsteige, wo ich andererseits ganz in mein Ich hineinsteige oder hinaufsteige, so schön, der Mephistos sagt das auch im zweiten Teil des Faust, wo er den Faust hinunterschickt zu den Müttern. Die Mütter sind interessanterweise auch drei, ist auch so was Trinitarisches drinnen. Und, und
er soll also Faust soll steigen in das Reich der Mütter und er sagt so sinngemäß, steige hinab, also äh, geh hinunter, ich könnte auch sagen steige, denn das ist einerlei. Hinunter oder hinauf, in diesem höchsten Geistigen macht das keinen Unterschied. Und bitte betrachtet das mit dem in die Unterwelt hinuntersteigen und ins Höchste hinaussteigen. Wenn ich es wirklich aus dem Bewusstsein meiner Ich-Kraft heraus tue, ist es einerlei. Es ist das Gleiche. Es ist nicht nur das Gleiche, es ist dasselbe. Bumm, bumm. Das ist ein Riesengedanke. Das ist ein Riesengedanke und das ist der neue Gedanke, der eigentlich erst möglich geworden ist mit dem Mysterium von Golgatha und so richtig in Schwung kommen kann, erst in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter in Wahrheit. Bis dahin waren es einzelne Menschen, die das irgendwo deutlich geahnt haben, also weiß ich nicht, Nikolaus Cusanus zum Beispiel ganz deutlich, der von der Coincidentia oppositorum spricht, vom Zusammenfallen der Gegensätze, also hoch und nieder, hoch und tief ist das Gleiche, klein und groß ist das Gleiche und so weiter. Also das Krumme und das Gerade ist das Gleiche, ist dasselbe sogar. Es sind zwei Arten, wie sich dasselbe äußert. Das ist für unseren Verstand unbegreifbar im Grunde. Für unser, für unser freies Ich-Bewusstsein in Wahrheit nicht. Wenn wir bewusst werden aus dem Ich heraus, also wenn wir in das gehen, ja, was man höhere Vernunftwelt nennt oder so, oder darüber hinaus, und das Ich geht ja ganz bis auf die Quelle da oben, da unten. Ich meine, dort, wo der Satan unten sitzt oder die soratischen Wesenheiten oder wie immer man sie nennen will und wo der Christus sitzt, das ist der Erdmittelpunkt, wenn man es jetzt irgendwie räumlich fixieren will, was natürlich sowieso schon ein Blödsinn ist, weil das Geistige ist eben nicht räumlich, es ist jenseits von Raum und Zeit. Aber wenn man einen Ort sucht, wo diese Kräfte ganz stark aufgehen, dann gehen die stärksten Christuskräfte von dort aus, von wo auch die stärksten Widersacherkräfte ausgehen. Das, das ist, das ist der Punkt. Also das zu lernen, das zusammenzuschauen, in eins zu schauen, ist die Aufgabe unserer Zeit. Ganz stark darum dürfen, sollen, können, müssen. Ernst hat so schön ein Haiku gedichtet, was wir wollen müssen, also aus innerer geistiger Notwendigkeit, weil wir es unserem eigenen Ich-Wesen schulden und wir uns aufheben, wenn wir es nicht wollen, weil unser Ich verwirklicht sich durch unser Wollen. Und wenn ich ein Wollen, das in mir eigentlich in meiner geistigen Kraft drinnen liegt, zurückhalte, dann will ich mich selbst nicht im Grunde, dann vermindere ich mich. Aber es kann mich niemand zwingen. Es kann mich niemand zwingen, außer ich mich selbst. Ich mich selbst. Also die neue Notwendigkeit ist nicht eine, die mir von außen durch Naturgesetze, aber auch nicht durch göttliche Gesetze auferlegt wird, sondern das Gesetz, das ich mir selber gebe. Aber das ist absolut verpflichtend. Verpflichtend in dem Sinne, dass wenn ich ihm nicht folge, dann führe ich mich selbst ad absurdum im Grunde, ein bisschen zumindest. Ist ja nicht gleich total, aber ich widerlege mich selbst und zwar ganz in Realität. Das heißt, ich mache mein Ich kleiner. Und unsere Ich-Entwicklung ist eben so, dass sie eigentlich so, ja, eine gewisse Pulsation durchmacht. Es ist manchmal ein bisschen kleiner, wir schrumpfen manchmal wieder ein bisschen, dann gelingt es uns wieder mal es auszudehnen und dann schrumpfen wir wieder ein bisschen, aber vielleicht in Summe gesehen dehnen wir unser Ich doch immer weiter aus. Wieder ein räumlicher Begriff für etwas nicht räumlich Fassbares. Aber man kann es nur in Bilder kleiden irgendwo. Aber wir sind immer in der Bewegung drinnen. Und, und daher eben, aber muss die Gottheit ihre Allmacht aufgeben und in der Gestalt des Christus, der sich verkörpert auf Erden und dann
durch das Mysterium von Golgatha durchgeht, mit all den Leiden, die er dabei auf sich genommen hat und mit dem Tod schließlich auf Golgatha, wo er sich ganz in die Hände der Menschen gibt. Das ist die absolute Ohnmacht. Verzicht auf jegliche Macht. Das ist das ganz Große. Und auch im Vorher, also bevor der Karfreitag kommt, wir gehen ja jetzt unmittelbar in die Zeit hinein, in die Osterzeit, also können wir auch schon ein bisschen davon sprechen. Der Gründonnerstag, äh, dieser Satz, o Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ist ja eben nicht so gemeint, wie er meistens interpretiert wird, ach, der Christus wird noch schwach im letzten Moment irgendwo und sagt, bitte, ich will das nicht auf mich nehmen. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern gemeint ist dort, dass diese starke weltschöpferische Kraft, die der Christus ist, dass die drauf und dran ist, diese Körperhülle, diese physisch-stoffliche Körperhülle, wirklich physisch-stofflich, die er bezogen hat, dass die unter der Macht dieses Geistes zu zerbrechen droht. Und die Gefahr besteht, er würde sterben am Gründonnerstag in der Nacht, ohne die ganzen Leiden des Karfreitags durchzumachen. Und dann wäre die ganze Aufgabe, die sich der Christus gestellt hat, die sich die Trinität oder die Gottheit gestellt hat, wie immer man es nennen will, hätte nicht funktioniert. Also da war schon ein Moment da, wo nicht die Garantie war, dass es funktioniert. Das muss man sehen, also dass da auch, auch es hätte schief gehen können, sozusagen, dass es daran scheitert und dann wäre die Entwicklung, die weitere Menschheitsentwicklung ganz anders gegangen. Also der Christus ringt darum, äh, durchzuhalten noch diese paar Stunden, um in die absolute Ohnmacht sich zu begeben, ganz in die Hand der Menschen sich zu begeben. Bis zum bitteren Ende, dass er durch sie den Tod erleidet. Das ist das ganz Wichtige. Dass er nicht stirbt sozusagen auf, wie soll ich sagen, natürliche Weise, sondern durch die Hand der Menschen. Das ist was ganz Besonderes. Ich meine, das hat sich natürlich dann im Christentum ist der Gedanke ja aufgegriffen worden durch das Märtyrertum und so und die verehrt wurden. Bitte nicht jetzt, das glaubt sie, wir müssen alle Märtyrer werden und uns in diesem Sinne ans Kreuz nageln lassen. Äh, Unser Bewusstseinsseelenzeitalter fordert eigentlich ganz andere Wege, um auch in gewissem Sinne dieses Märtyrertum im Kleinen oder Großen auf sich zu nehmen. Aber das besteht heute darin, in einer ganz anderen Weise sich bewusst, willentlich aus der Freiheit zu verbinden mit dem Leid der anderen Menschen oder anderer Menschen überhaupt und ihr Leid mitzutragen. Und der Christus trägt es mit uns mit. Aber das heißt also, die Leiden auf sich zu nehmen, und das hatte ich in früheren Vorträgen schon mal erwähnt, es geht nicht um die Leiden, die uns zugefügt werden, sondern um die Leiden, die wir freiwillig auf uns nehmen. In dem Maße, in dem wir es auch tragen können. Also es geht nie um eine Überforderung, aber wir kennen oft unsere Tragekraft, unser Potenzial nicht. Und das ist in Wahrheit immer größer, als wir es uns denken. Und es ist ja klar, weil wir wirklich ganz bewusst werden wir uns dessen erst, wenn wir in der Situation drinnen stehen. Also es ist dann halt einfach immer die Frage, wenn ich in so eine Situation komme, wo ein Mensch leidet, was kann ich tun in der Situation? Treffe ich die Entscheidung. Die kann ich nicht am grünen Tisch treffen, sozusagen vorher, dass ich mir denke, ach und so werde ich reagieren. Es ist einfach eine Entscheidung, die immer wieder fällt, wenn ich Menschen begegne, die leiden, wenn ich Menschen sehe, wenn ich miterlebe, dass Menschen leiden, wie kann ich mich dazu stellen? Und wie kann ich das bis in mein tiefstes Innerstes mittragen?
das ist der Weg, der im Grunde vorbereitet schon die nächste Kulturepoche. Also die sogenannte slawische Kulturepoche oder die russische Kulturepoche, wie man sagt, weil es also vor allem um diesen Teil also geht. Also es geht nicht um das Fernöstliche primär, sondern um diesen, diesen ganz besonderen Teil. Und äh, gerade jetzt in der Situation, die jetzt halt im Moment politisch gegeben ist das eine gute Gelegenheit, an das auch zu denken. Also, dass das für uns auch eine Aufgabe ist, uns mit dem Schicksal dieses ganzen Ostens, des slawischen Ostens im weitesten Sinne zu verbinden. Und dazu gehört natürlich Ukraine genauso. Dazu gehören auch die slawischen Staaten, die schon zu Europa dazugehören, wo das slawische Element drinnen ist. Nicht, dass diese slawische Kulturepoche dann irgendwie auf dieses Gebiet begrenzt bleiben wird. Es wird genauso eine Weltkultur werden wie jetzt das Bewusstseinsseelenzeitalter. Eine Weltkultur ist die im Werden ist. Ich sage es jetzt vorsichtig, weil so wirklich da ist es noch nicht. Das haben wir ja auch das letzte Mal deutlich besprochen, dass wir das Problem haben, dass noch ganz stark das Verstandesseelenzeitalter nachwirkt und dass namentlich auch die politischen Entscheidungen, die Rechtsverträge, die geschlossen werden, ganz aus diesem Geist noch geschöpft werden und nicht mehr passen für unsere Zeit. Das ist das große Problem. Wir sind in einer Übergangsphase. Es lassen sich die Probleme auf diese Art nicht mehr lösen. Sie führen zu immer neuen Verträgen und der Nestor, also unser Wiener Volksdichter Johann Nestor aus dem 19. Jahrhundert, sagt es in einem Stück so schön, sie werden doch Verträge nicht für etwas ansehen, was man hält. Ja, ganz genau. So ist es. Ich meine, es gibt so ziemlich wenig Verträge, bedeutsame Verträge, die nicht gebrochen wurden. Sie stecken genau das an und legen schon eigentlich den Finger darauf, wo man es brechen könnte. Und das passiert dann meistens auch. Damit sage ich nicht, dass wir das jetzt gleich alles über den Haufen werfen können und sagen, muss halt ganz anders, wir haben das andere einfach noch nicht. Und das müsste eben hineinkommen in die ganze Politik, in das ganze soziale Leben überhaupt. Also man muss denken, das soziale Leben ist immer noch sehr stark eben bestimmt durch das, was aus der letzten Kulturepoche kommt, mit allem Drum und Dran. Mit allem Drum und Dran, selbst auch mit dem, ja, Sklaventum, das in der griechisch-lateinischen Zeit selbstverständlich war. Selbstverständlich war. Und Rudolf Steiner sagt es so schön heute, also der heutige Arbeitsmarkt ist der letzte Rest des Sklavenmarktes. Und das ist es auch. Und das ist es auch. Ich meine, damit ist nichts gegen die Arbeit gesagt, aber die Art, wie also Menschen zur Arbeit verpflichtet werden, unter Druck gesetzt werden, sie können nicht leben, wenn sie nicht das machen, ob ihnen das passt oder nicht, und ob das ihren Fähigkeiten entspricht oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, sondern sie müssen halt Roboter für irgendwas, was der Sklavenhalter, sprich der Betriebsleiter oder sonst wer anschafft. Und was nicht ihrem Wesen entspricht. Und die Zukunft muss darin bestehen, dass jeder individuelle Mensch, dass dem die Möglichkeit gegeben wird, seine Fähigkeiten in die Menschheitsentwicklung einzubringen. Seine ganz individuellen. Also es geht nicht mehr darum, dass man sagt, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, du magst das, du magst das, du magst das, sondern wo der eine Mensch aus seinen Fähigkeiten das tut, was den Bedürfnissen des anderen entspricht. Hört ihr das? Aus meinen Fähigkeiten heraus etwas zu tun, was ich für andere tue, in der Erkenntnis derer Bedürfnisse.
sei es geistiger, materieller, sonstiger Bedürfnisse, was auch immer, seelischer Bedürfnisse, was auch immer. Das heißt, dieses Ich will etwas tun, heute sagen viele Menschen, ich will das und das brauche ich und das will ich. Das neue Wollen ist eigentlich, ich will das, von dem ich wahrnehme, dass es die anderen brauchen. Das heißt, man arbeitet für die anderen. Und ja, die Entlohnung oder wie, von dem kann man eigentlich gar nicht sprechen, müsste dann aber eben auch ganz anders erfolgen. Ganz anders. Es im Grunde als eine freie Gabe, die den Bedürfnissen, den materiellen Bedürfnissen eben, die ja auch vorhanden sind, solange wir verkörpert sind, die durch die Gemeinschaft dann erfüllt wird einfach. Sie es gerne gibt, damit der Mensch einfach seine Fähigkeiten der Gemeinschaft schenken kann. Und das Ziel ist also mit dem, also zumindest in der Kulturepoche so weit zu kommen, dass dann die nächste, die sogenannte slawische Kulturepoche, die aber natürlich eine Weltkultur sein wird, und zwar eine wirkliche Weltkultur sein wird, aber die halt etwas mitnimmt von den Anlagen, die im Slawentum drinnen sind. Und die dort den geeigneten Boden findet, also den Keim zum Reifen zu bringen. Und, und da liegt nämlich immer gewisse Anlage zum Geist selbst drinnen. Und das wird die nächste Kulturepoche sein, das Geist selbst zu entwickeln. Wir sollen jetzt die Bewusstseinsseele entwickeln und wenn wir sie gut entwickeln, dann eben mit dem Blickpunkt bereits auf das Geist selbst. Geist selbst heißt alles, was wir an seelischen Kräften haben, an astralischen Kräften, ganz oder so viel als möglich, sagen wir es vorsichtiger so viel als möglich heraus aus dem Ich schöpferisch völlig neu zu gestalten. Wir haben darüber schon gesprochen, völlig neu zu gestalten heißt zum Beispiel zugleich alles, was durch die Widersacher an negativen Kräften hineingebracht wurde in so seelisch-astralisches, was verdorben wurde, das nicht nur irgendwie zu läutern im Sinne von ich scheide es aus meinem Wesen aus, sondern viel mehr zu tun, es ins Nichts hinein aufzulösen. Und im Gegenzug dazu ein ganz individuelles, seelisches, ein ganz individuelles, astralisches aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Da fangen wir an, weltschöpferisch zu werden. Auf der Ebene einmal. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch auf die Ätherkräfte, also auf die Lebenskräfte in der Natur bis ins Physische letztlich hinaus. Aber unmittelbar geht es darum, dass wir unser Seelisches zu unserem eigenen machen. Das heißt zum Ausdruck der schöpferischen Kraft unseres Ichs. Bis jetzt ist das Ich einmal so weit, dass es sich selbst schafft, ununterbrochen. Es besteht darin, sich ununterbrochen neu zu schaffen. Und da ist auch schon das Paradox ewig neu und doch immer dasselbe in gewisser Weise, nämlich diese selbe unverwechselbare Individualität, die aber in einem ständigen Entwicklungsprozess ist. Aber wo man immer im Rückblick sieht, da ist ein einheitlicher Faden, der sich durchzieht. Da spricht immer diese eine Individualität und sie bringt immer wieder neue, erstaunliche Dinge hervor, die, die man nicht vorhersehen kann, die man nicht vorher berechnen kann, aber wo man im Rückblick sieht, ja genau, dieses neue Steinchen passt genau in das Bild hinein. Es ist wie ein riesiges Mosaik, von dem wir noch nicht überschauen, wie das fertig aussehen wird, das also noch weit, weit in der Zukunft ist, es wird eigentlich nie fertig, aber dass wir bauen und in einer ganz bestimmten, unverwechselbaren Weise, jeder einzelne Mensch. Und die Widersacher sind die uns immer hindern daran, die sagen, aber nein, da gibt's ja eh schon eine göttliche Gesetzmäßigkeit geradezu, halt eine alte
göttliche Gesetzmäßigkeit, forme dich in das hinein. Und der Mensch sagt heute mit Recht, nein, nein, weil dann dient er den Widersachern. Und die Widersacher geben sich immer als das höchste Göttliche aus. Also meistens zumindest. Also das ist erst dort, wo wir in die wirklich schwarzmagische Richtung gehen. Dort geben sie sich schon zu erkennen, aber also das heißt, da tritt ein Bewusstsein aus, dass das einfach ein anderer Weg ist. Aber bis dahin ist es sehr leicht, dass wir es verwechseln einfach. Weil sie kleiden sich, und da hilft der Luzifer sehr stark mit, dass das in ein gleißendes Licht getaucht wird. Ganz hell und strahlend, blütenweiß und sauber und, und verführt uns. Und daher muss man auch immer aufpassen, wenn man vielleicht irgendwelche Erlebnisse hat in die Richtung, von welcher Seite kommt es auch. Weil gerade jetzt in unserer Zeit die geistige Welt, die dazu da ist, uns zu unterstützen, wenn wir das wollen. Das heißt, die zulassen, die uns Kräfte geben und zulassen, dass wir diese Kräfte uns in ganz individueller Art zu eigen machen. Das heißt, also eben nicht, es gibt keine Hilfe mehr, die so ist, ach, die geistige Welt macht es für uns, so oder so, mit ihrer großen Weisheit, sondern sie sagt, ich spende dir eine Kraftquelle, die ist so und so geartet, aber du du darfst sie völlig frei in die Hand nehmen und mit ihr machen, was du willst. Du darfst sie völlig umgestalten. Also du bekommst sie als etwas, was dich nicht in irgendeiner Art prägt, zwingt, in irgendeine Richtung, nur dich aufmerksam macht, da ist eine große Kraft, die kannst du nützen. Zu deinen, aus deinem Willen heraus. Das ist das ganz Große. Ich meine, bitte, das ist eine Epoche jetzt, die noch eine Weile dauert. Im Grunde ist der Weg einmal, geht er bis durch unsere ganzen Kulturepochen durch, dass wir das immer mehr ergreifen können, manche früher, manche später. Aber dort geht es hin. Dort geht es hin, dass die geistige Welt sich in unsere Hand begibt. Weil man muss denken, wenn die Gottheit selbst, repräsentiert durch den Christus, sich in die Hände der Menschen begibt, naja, dann begeben sich aber die ganzen Hierarchien, die damit verbunden sind, auch in die Hände des Menschen. Also keine Engelwesenheit oder Götterwesenheit oder wie immer man es nennen will, nicht mehr die höheren Hierarchien spricht man auch als Götterwesenheiten an. Daher ist immer Monotheismus, Trinität, Polytheismus, alles ist da. In Wahrheit, alles hat seine Berechtigung, alles gehört zusammen. Also wir haben immer nur so einseitige Perspektiven. Wenn ich so mit dem Höchsten mich verbinde, dann ist es die Einheit. Dann ist es dasselbe, was ich in meinem Ich drinnen habe. Jeder Mensch in seinem Ich drinnen hat. Wenn ich mehr heruntersteige, dann wird es halt das trinitarische Prinzip und dann wird es immer mehr Vielheit, Polytheismus. Also Götterwesenheiten, die ganze Welten geschaffen haben, weil das macht gar nicht so unmittelbar die Quelle von oben, sondern sie hat ihre, ja, Hilfsorgane, wenn man so will, die das ausführen. Und, und wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass die Zukunft darin liegt, dass einmal die ganze kosmische große Entwicklungskette, diese Kette, die durch 7 kosmische Entwicklungsstufen läuft, die man in Jahren oder was in Zeitbegriffen ja gar nicht ausdrücken kann. Aber man kann diesen lebendigen Siebener-Rhythmus zumindest drinnen spüren. Ich meine, unsere Zeitangaben sind da völlige Hausnummern dafür. Aber 7 große Stufen und dann wären wir oder sind wir, können wir der Möglichkeit nach so weit sein, dass wir, wenn wir das vollendet haben, dann stehen wir auf der Stufe, auf der die Schöpfergötter
stehen, von denen die Bibel spricht, die Elohim. Die Elohim sind nicht das höchste Göttliche, aber es wirkt durch sie. Aber dann stehen wir auf dieser Stufe. Als ganz individuell gewordene Wesen stehen dann auf dieser Stufe. Und niemand weiß, wie der Kosmos sein wird, der dann ermöglicht wird durch die Menschen. Das weiß weder die Gottheit, wir wissen es heute auch noch nicht, aber wir werden es dann hoffentlich wissen in dem Moment, wo wir es tun. Wir werden kein Vorwissen darüber haben, sondern im Moment des Tun werden wir es wissen und dann können wir auf neue Art sagen, siehe, es war gut. Es entspricht dem Impuls, der aus unserem Ich herauskommt. Das ist das Interessante. Wir müssen es tun und in dem Moment, ich es tue, sehe, ja, das hat's getroffen. Im Kleinen, sage ich mal, kann das heute schon jeder Künstler erleben, wenn er etwas macht, sei es in der bildenden Kunst, im Gesang, in der Malerei, im Theater, wie auch immer, im Schreiben eines Theaterstücks oder eines Romans oder eines Gedichtes. Im Moment, wo es da ist, weiß ich, aha, ja, das ist es, genau das war der Impuls, der in mir gelebt hat. Oder ich merke, ja, es ist was davon drinnen, aber es ist noch nicht perfekt. Dann probier es halt morgen wieder. Und wieder. Und wieder, so lang, bis ich sage, ja, jetzt ist es dem so nahe gekommen wie möglich zumindest. Das ist also ein ständiger Prozess. Also auch dieses Tun, dieser Willensimpuls, der in einem Augenblick hereinkommt, aber um ihn in Vollkommenheit umzusetzen in der Welt, da braucht es oft viele, viele Schritte, immer wieder aufgreifen. Es gibt so viele Künstler, ja, sie haben eine ganze Menge Werke gemacht, aber dann gibt es vielleicht ein Werk, das sie immer wieder durchzieht und von dem er x Varianten gemacht hat, weil er noch nicht ganz zufrieden war. Er sagt, das ist nur ein Aspekt davon, das ist reicher. Das ist noch reicher. Das zieht sich durch. Ich meine, so wie sie beim Goethe, jetzt nicht, dass er es 10-mal geschrieben hat, aber der Faust zieht sich praktisch durch sein ganzes Leben durch. Ich meine, er fängt praktisch im Grunde so um sein 21. Lebensjahr an damit und hört 3 Monate vor seinem Tod auf damit. Damit ist sein Leben erfüllt im Grunde. Und das zieht sich durch die ganze Zeit und er arbeitet dann, er verändert es wieder, er verbessert es wieder. Auch schon vom ersten Teil gibt es ja verschiedenste Varianten und das waren halt die ersten Versuche. Und so läuft aber auch die Weltentwicklung. Nur sie läuft heute noch so, da wirkt noch vieles nach von dem alten schöpferischen Impuls, aber es kommt immer mehr schon jetzt auch in die Entwicklung der Natur hinein, von dem, was aus dem Menschen-Ich kommt. Wir wirken mit, ja, nicht mit dem, was wir technisch äußerlich tun, mit dem am allerwenigsten. Hat auch einen Einfluss, aber es ist der wenigste. Der stärkste Einfluss ist, wenn wir nach dem jeweiligen Erdenleben in das Leben zwischen Tod und neuer Geburt eingehen, dann entfaltet sich diese Kraft und wird ja geradezu, wie soll ich sagen, evolutive Kraft in der Natur draußen. Wenn man fragt, was treibt die Evolution voran jetzt, also ganz im biologischen Sinn gesehen, dann ist ja mit einem gewissen Recht das immer so geschildert, ja, der Zufall spielt eine große Rolle, zufällige Mutationen, sagt man. Ja, in gewisser Weise stimmt es. Und das ist ja gut so, weil was wäre denn die Alternative? Es wäre vorherbestimmt. Das heißt, es wird eine Gesetzmäßigkeit, die es seit der ewiger Vergangenheit gibt, halt wirken und im Grunde, wenn wir als Menschheit weise und gescheit genug wären, könnte man eigentlich vorberechnen, was passiert ist. Aber die Gottheit weiß es natürlich, was passieren wird. Sie weiß, was jetzt in 1000 Jahren für Tierarten, neue Tierarten auftreten werden. Nein, das ist das alte Prinzip. Das ist das alte Prinzip.
Und das ist während der Erdentwicklung im Grunde von Anfang an schon durchbrochen worden. Und, und das ist das Großartige, dass im Grunde die ganz materialistische Evolutionslehre das erkannt hat. Das lässt sich nicht vorherberechnen. Das ist das Entscheidende. Man das halt glaubt an einen blinden Zufall und nicht mehr sieht, ja, ist, weil halt die Blindheit noch fürs Geistige da ist, aber sie hat weggefegt damit und das ist gut so. Sie hat weggefegt das alte Bild, das noch aus der Verstandesseelenzeit kommt. Da ist die Gottheit, die alte, die allmächtige, die allwissende, die die Welt gestaltet. Und mit dem Erdenleben des Christus ist dieses Prinzip umgedreht worden. Es ist umgedreht worden. Also, und das legt aber natürlich dem Menschen auch eine große Verantwortung auf. Das heißt, wie die Zukunft gestaltet wird, hängt nicht von der Gottheit ab, die von außen wirkt, sozusagen, die im alten Sinne wirkt, sondern die mit, ich sage jetzt bewusst mit, ich will gar nicht sagen durch, sondern mit unserem schöpferischen Ich wirkt. Und vor allem dann eben auch im Leben nach dem Tod und bevor eine neue Geburt erfolgt, also namentlich relativ bald schon in den ersten Phasen nach dem Tod, ich meine nicht gleich in Tagen oder Wochen, aber in Monaten oder in den nächsten Jahren beginnt das bereits, dass wir in die Natur beginnen hineinzuwirken. Und, und je höher wir dann aufsteigen im Dasein zwischen Tod und neuer Geburt, umso mächtiger wird dieser Einfluss auf den ganzen Kosmos draußen. Weil es ist natürlich wieder ein räumliches Bild und als solches nur Vergleich, aber wir steigen ja auf durch die Planetensphären bis in die Fixsternsphäre und letztlich darüber hinaus in das, was wirklich jenseits von Raum und Zeit ist, und von dort kommen wir dann wieder herunter. Die Frage ist, wie weit wir das Bewusstsein mitnehmen können, ist ein anderes Kapitel noch. Aber wir arbeiten am stärksten an der Erde im engeren Sinne in der Zeit relativ kurz nach dem Tod und dann wieder, bevor wir uns inkarnieren auf Erden. Vorbereiten sozusagen unsere nächste Inkarnation, also wo wir wieder da sehr stark heruntertauchen. Dort leben wir eigentlich mit unserem geistigen gestaltend in den astralischen Kräften, in den Ätherkräften, die in der Natur wirksam sind. Und das bestimmt, wie die Evolution weitergeht. Das fällt der Natur zu. Das ist der Zufall. Da regnet es geradezu geistig herunter. Also darum, ihr wisst, ich sage öfter auch was Kritisches zu den Naturwissenschaften und zu dem Materialismus, der damit verbunden ist, aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass sie großartige Erkenntnisse auch bringt. Und die halt vielfach missinterpretiert werden im materialistischen Sinne, aber dahinter steht unbewusst ein geistiger Einschlag, ein geistiger Impuls, der aus dem Ich herauskommt. Das Ich ist halt nur verbildet halt durch die Bildung seiner Zeit und interpretiert das, was eigentlich total geistig herauskommt, halt dann im materialistischen Sinn um, und dann ist es halt der blinde Zufall. Ja, weil der Mensch selber noch fürs Geistige blind ist. Daher sieht er nicht, woher ihm das zufällt, woher der Welt das zufällt, nämlich in Wahrheit durch die Menschen-Iche fällt es der Welt zu. Also wir werden Evolutionswissenschaft der Zukunft bekommen, die noch ganz anders ist als unsere heutige, aber die doch als wesentlichen Kern mit dem gar nicht in Widerspruch stehen wird, was uns heute sehr einseitig die materialistische Forschung liefert. Und das ist das Große. Also das heißt, wenn Religionsgemeinschaften jetzt sprechen, gibt es ja also namentlich in Amerika ist es sehr stark, weil da eine sehr
konservative Religiosität herrscht großteils. Auch, gibt anderes auch, aber dann spricht man vom Intelligent Design in der Natur. Also man denkt, ja, die Natur ist doch so wunderbar gemacht, also welche Intelligenz hat sich das ausgedacht? Also das spricht doch dafür, dass ein ewiger Schöpfergott da ist, der das alles gemacht hat und auch weitermachen wird. Da ist ein Körnchen Wahrheit drin, aber das ist die Geistigkeit der Vergangenheit. Die hat gewisse Dinge vorbereitet, die presst es in gewisse Naturgesetze, die kommen, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass die Naturgesetze, die wir heute haben, die auch die Physiker erforschen und auch gewisse Gesetze, die ins Reich des Lebendigen, sogar bis in das Reich des Seelischen hineinreichen, haben wir von dem sogenannten alten Mond übernommen. Das war die kosmische Entwicklungsstufe, die unserer gegenwärtigen vorangegangen ist. Da hatte der Mensch sein Ich noch nicht, es war das Menschenwesen vorbereitet, also sein physischer Leib war vorbereitet, seine Lebenskräfte waren vorbereitet, sogar sein astralisches, nennen wir es jetzt einmal so, also das, was mit den Trieb- und Begierdenkräften zusammenhängt, aber durchaus weisheitsvoll, das wurde auf diesem alten Mond entwickelt und das liegt heute als Naturgesetzmäßigkeit drinnen in der physischen Natur, in den Ätherkräften drinnen und im Astralischen drinnen. Da ist etwas, was aus der Vergangenheit kommt und was darauf wartet, umgestaltet zu werden. Also unsere Aufgabe ist, unser Seelisches umzugestalten, wirklich zu erneuern, altes Seelisches aufzulösen und stattdessen ein neues zu schaffen. Jeder Mensch trägt dazu etwas bei, dass nämlich damit die ganze astralische Atmosphäre einmal der Erde, ich sage es einmal vorsichtig, der Erde, aber letztlich betrifft es den ganzen Kosmos, aber zunächst einmal der Erde, dass die erneuert wird. So viel als möglich erneuert wird. Es wird nicht vollständig gelingen. Vollständig gelingen wird es am Ende der 7 kosmischen Entwicklungsstufen. Da ist dieses Wort vollendet des Christus, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Das Menschen-Ich ist mit dabei. Da darf man sich nie vorstellen, ja, der Christus macht es für uns. Er macht es mit uns. Er begleitet uns dabei. Und, und ja, aber dass dieses Entwicklungsmoment drinnen ist, diese Unvorhersehbarkeit, ja, geradezu ein anarchistisches Element drinnen in der Naturentwicklung. Es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, nach der sich die Zukunft zu richten hätte. Die Regeln, die es gibt, das sind die der Vergangenheit. Und der Weg geht im Grunde, diese Regeln der Vergangenheit durch etwas Neues zu ersetzen. Alles im Grunde. Und etwas Höheres, eben etwas, was das Prinzip der Freiheit in sich hat, an dessen Stelle zu setzen. Die 10 Gebote, dem Geist nach in gewisser Weise werden sie ewig sein, aber sie werden nicht mehr Gebote sein, die mir von irgendwo geboten werden, sondern etwas, was ich auf individuelle Art aus mir schöpfe. Und das macht einen großen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied, ob der Mensch es macht, weil es mir wer befohlen oder angeraten hat oder weil es so Usus ist, oder ob ich es auf ganz individuelle Weise im Moment des Tuns schöpfe. In Wahrheit muss ich es ja, weil nur mit einer abstrakten Regel alleine schaffe ich noch nichts Neues. Und die meisten Regeln sind, schaut euch die 10 Gebote an, du sollst nicht. Du sollst nicht töten und so weiter. Es gibt Ausnahmen, du sollst Vater und Mutter ehren. Es wäre fast gescheiter, es zu übersetzen, du sollst Vater und Mutter nicht in Unehre setzen. Nicht, das wäre eigentlich fast wichtiger noch. Weil die Art, wie du das tust,
die steht da nicht drinnen. Die steht da nicht drinnen. Sondern es geht darum, ganz individuell den Weg zu finden. Also das heißt, wie es der Christus auch sagt, also ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Aber zu erfüllen eben mit dieser neuen Geistigkeit, mit diesem Prinzip der Freiheit, es zu verbinden. Das ist es. Weil manchmal schaut es ja durchaus auch so aus, als würde das Alte aufheben im Sinne von wegwischen. Aber da sind wir wieder bei dem Dreischritt der Hegelschen Dialektik, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Aufheben im Sinne außer Kraft setzen. Aufheben im Sinne aber auch von bewahren, aber im höchsten Sinne es hinaufheben auf eine höhere Stufe. Und das, also Hegel hat das natürlich alles sehr abstrakt geschildert, das ist klar, also so weit Geisteswissenschaft in unserem modernen Sinn hatte er noch nicht, aber er hatte ein starkes Bewusstsein halt bis ins abstrakte Denken hineingebracht. Und da steckt sehr, sehr viel drinnen. Und das ist bereits geistige Erfahrung, aus der er schreibt. Das ist nämlich nicht einfach nur Verstandesseelenphilosophie, sondern das ist bereits etwas, was darüber hinausgeht. Sollten wir uns auch bewusst werden, hier in Mitteleuropa, namentlich, nicht nur, aber namentlich, also die Philosophie des deutschen Idealismus schöpft bereits aus dem Neuen. Oder schöpft vieles daraus aus dem Neuen, gießt es aber teilweise noch in die alten Verstandesformen, weil das Werkzeug noch nicht so da ist. Aber der eigentliche geistige Kern drinnen ist bereits aus diesem Zukünftigen heraus. Es haben sehr stark dann in Amerika auch Philosophen übernommen. Emerson zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, der sich auch mit Goethe sehr intensiv beschäftigt hat. Also das sind aber alles Impulse, die ja im Grunde in der jüngsten Vergangenheit, also in den letzten 2, 3 Jahrhunderten passiert sind. Im menschheitsgeschichtlich ist das die allerjüngste Vergangenheit. Und, und man muss schon sagen, dass dieses Zeitalter Goethes, mit dem kann man es wirklich gut umreißen, und zwar wirklich weltweit umreißen. Das ist nämlich das Spannende. Da gibt es also wirklich Impulse weltweit, die von dem ausgehen. Da ist so das erste Mal das so stark hereingeblitzt, noch auf eine sehr instinktive Weise im Grunde. Und der nächste Schritt, wage ich jetzt zu sagen, der nächste große Schritt war das, was durch die Anthroposophie gegeben wurde, was von Rudolf Steiner gegeben wurde. Es war ein nächster großer Schritt. Also ohne jetzt zu sagen, ach, wir Anthroposophen wissen alles am besten und der Steiner, besser als der Steiner hat es nie wer gewusst und wird nie wer was wissen. Ich erhebe keinen Anspruch auf irgendwas, aber es ist einfach ein großer Impuls hereingekommen. Und, und es gibt immer auch andere große Menschen, so wie neben Goethe ein Schiller auch steht und der auf seine Art ganz was Großes hereingebracht hat. Und viele andere, so gibt es das heute auch. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass es auch so ist und ich denke, es ist auch so und wird in der Zukunft, hoffe ich, noch mehr sein, dass es eben Anthroposophen gibt, die eben auch an dem mitarbeiten, den Impuls von Steiner aufnehmen und ihn schöpferisch eigenständig weiterführen. Das ist ganz wichtig. Also wir tun Steiner am wenigsten einen guten Dienst mit dem, was er wollte, wenn wir einfach immer nur Steiner rezitieren. Das heißt, wiederholen, was er gesagt hat und pochen darauf, so steht es. Es kann durchaus sein, dass ein Impuls hereinkommt, der ja wieder mal total dem widerspricht, was Steiner gesagt hat. Er hat das nämlich selber dauernd gemacht. Weil gerade dieses neue Denken, das kommen kann, das hält die Widersprüche aus. Der logische Verstand hält es nicht aus. Der sagt, na entweder so oder so. Es kann nicht beides wahr sein.
In dem neuen Denken, das kommen muss, ist das die Quintessenz davon. Dass wir das Wechselspiel, das Zusammenspiel von Gegensätzen haben und das multidimensional sozusagen, 360 Grad rundherum. Da gibt's lauter Gegensätze. Und wo der Gegensatz fehlt, fehlt eben noch was. Also eine Wahrheit, die nicht ihre genau entgegengesetzte Entsprechung findet, dann habe ich erst die Hälfte der Sache gefunden. Wumm. Stellt euch einmal vor, dass das Bildungssystem so würde. Das haben wir überhaupt noch nicht. Wir lehren den Kindern, den Jugendlichen, den Studenten, so ist es. Das ist die Wahrheit. Und die ist ganz eindimensional. Und, und hält nicht aus, ja, entweder so oder der Gegensatz. Eins von beiden muss falsch sein. Nein, beides zusammen und mehr noch, das in 100.000 verschiedene Richtungen. Also unendlich viele Widersprüche in Wahrheit. Und trotzdem kein Chaos drinnen, sondern ganz im Gegenteil. Im Zusammenspiel dieser Kräfte entstehen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Äh, so vieles davon wirkt in der Natur schon drinnen, weil, obwohl das natürlich jetzt bewusst durch die Menschheit erst seit dem Mysterium von Golgatha ergriffen werden kann, aber in Wahrheit wirkt es als Impuls von Anfang an drinnen, wo der Funke des menschlichen Ichs gezündet wird. Aber halt noch in einer ganz traumhaften Art, da, wie soll ich sagen, ist es so, dass wir zwar nichts davon wissen, dass wir das so oder so wollen. Es scheint so, als wäre es ganz der Impuls des alten Göttlichen, das kommt, aber es bekommt schon durch den einzelnen Ich-Funken einen anderen Einschlag und das wird zugelassen. Es wird zugelassen, auch um den Preis, dass der Mensch halt auch einmal auf die negative Seite zu stark ausschlagen kann und das sogar Teil des Entwicklungsprinzips ist. Also wenn ihr denkt, die Zeit der Kulturepochen, dem ist vorangegangen die Eiszeit, der Untergang der Atlantis, wie es halt Steiner auch nennt und wie man es zu seiner Zeit genannt hat. Also, weil zu dieser Zeit das Antlitz der Erde komplett umgestaltet wurde. Und wo Steiner ganz deutlich sagt, ja, weil Menschen gewisse Kräfte missbraucht haben, Kräfte, die damals noch in einem viel engeren Zusammenhang mit der ganzen Natur standen, auf, man würde heute sagen, magische Art, weil der Mensch noch nicht so wie wir Armutschkeln heute, aber wir brauchen es für die Bewusstseinssel, wir glauben ja wirklich, wir sind eingesperrt in unseren Körper. Ich meine, wenn ich eine Umfrage starte, wo bist du? Naja, irgendwo da drin oder zumindest in meinem Körper. Es wird kaum jemand sagen, naja, ich bin am Saturn da draußen und bei Alpha Centauri und sonst irgendwo da draußen. In Wahrheit ist aber unser Ich, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, eigentlich am allermeisten draußen. Es wirkt natürlich bis in unseren Körper hinein, darin wirkt es auch, aber die Quelle ist da draußen. Das Zentrum unseres Ichs ist dort, dort, dort. Überall dort. Und da ist nur der Brennpunkt. Da fängt es halt an zu leuchten, da wird das Kerzen lang gezündet, das wir halt sehen. Aber die Kraft des Ich ist da draußen, in der Weltgesetzmäßigkeit, in der Weltentätigkeit. Und daher in dem Spruch mit der Werdelust begegnet sich die Werdelust der Natur mit unserer Werdelust. Oder es ist dasselbe in gewisser Weise. Und das heißt, wo sehen wir uns? Schau hinaus. Schau hinaus in die Welt. Das bist du. Und der Gedanke ist nicht ganz neu. Er ist nicht ganz neu. Ich meine, das haben schon die alten Inder gewusst. Da gibt es den berühmten Ausspruch Tat Tvam Asi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kann kein Sanskrit. Aber die Übersetzung ist, das bist du. Und sage das zu allen Dingen, denen du in der Welt begegnest. Das bist du.
Das Göttliche in dir ist das gleiche Göttliche, das da drinnen wirkt. Das ist dein Göttliches auch. Na, so deutlich sagen sie es nicht, aber sie sagen, was in deinem Ich ist, ist das Göttliche und das ist da draußen auch. Und das ist genau das gleiche Göttliche. Und das für jeden Menschen. Jeder kann in der ganzen Natur draußen sich selbst begegnen, sozusagen. Ja, wie bewusst es ist eine andere Frage. Das ist halt jetzt ein langer Weg, das zu lernen, sich dessen bewusst zu werden. Und, und es ist aber trotzdem nicht sozusagen, aha, da bin ich ja ganz in mich eingesperrt und habe nur mehr mit mir selber zu tun. Ich habe zugleich zu tun mit allen geistigen Wesen. Das heißt mit den anderen Menschen als erstes einmal. No, haben wir noch viel Nachholbedürfnis oder was heißt nicht einmal Nachholbedürfnis, sondern überhaupt das zu schaffen, jeden Menschen als dieses geistige Wesen, das er ist, eben zu erfassen. Und weil was brauchen wir jetzt von Engeln und Erzengeln reden, wenn wir es nicht einmal bei den Menschen schaffen? Und nicht einmal mit den paar Menschen, mit denen wir enger umgeben sind, sie als diese freien geistigen Wesen zu erfassen. Und, und daher ist das der wichtigste und größte Impuls, die Freiheit des Menschen. Die aber eben nicht etwas ist, ach, Egoismus, ich tu, was ich will, was zu meinem Nutzen und zu meiner Befriedigung ist, sondern ich tue das, was ich aus meiner unverwechselbaren Individualität der Welt schenken kann. Das ist die eigentliche Ich-Tätigkeit. Ich meine, dass wir für unser Ego, damit wir überhaupt in einem Körper überleben können, auch brauchen, ist keine Frage. Also das will ich nicht gering reden und da soll man auch ohne Scham und Scheu dazu stehen. Wir haben, da wir auf Erden verkörpert sind, gewisse egoistische Bedürfnisse und müssen sie haben. Und äh, weil wenn ich auf das nicht achte, dann bin ich der strenge Asket, der sich zu Tode hungert und dann weg ist. Und damit hat er aber der Weltentwicklung in Wahrheit nichts gegeben. Also damit hilft er der Weltentwicklung nicht. Also, also das heißt aber auch, bei, bei allem Altruismus, der angebracht ist, muss man aber beinhart sagen, aber das brauche ich für mich, um überhaupt das leisten zu können. Und diese Forderung darf ich an die Welt stellen, diese Forderung muss ich an die Welt stellen. Und das ist nichts Schlimmes. Also da darf auch im Grunde keine falsche Bescheidenheit aufkommen. Ja, brauche ich alles nicht. Aber in dem Moment, wo es anfängt, dass ich mir damit die Möglichkeiten beschneide, geistig zu wirken in der Welt, das heißt, ja, bis ins Physische hinein zu wirken, aber aus meinen geistigen Impulsen zu wirken, wenn mir das beschnitten wird, dann muss ich sagen, Aufstand. Das geht nicht. Ich brauche das dazu und das fordere ich, weil weil es einfach notwendig ist, es in die Welt einzubringen. Und jeder hat etwas zu geben. Jeder hat etwas zu geben. Und es geht nie um Riesendinge. Ich meine, wir müssen jetzt nicht die nächste große Erfindung machen oder um das geht's nicht. Es sind die kleinsten Dinge. In der Begegnung mit anderen Menschen, in der Begegnung mit der Natur. Schon alleine selbst in dem, wie ich eine Blume anschaue, wie ich eine Blume anschaue. Das ändert etwas in der Welt. Das ändert etwas in der Welt. Und wenn es ein anderer dann auch anschaut, ändert es wieder die Welt. Also das ist die große Erkenntnis, die Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit und auch in den vorbereitenden Schriften, wo es ausgehend von dem Goethe-Studium halt entwickelt hat, zunächst die Philosophie, die hinter Goethes Wirken steckt, wenn man so will, also Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung, aus dem ist seine Philosophie der Freiheit auch herausgewachsen. Und das heißt, dort ist dieser Impuls schon drinnen. Und da ist so ganz deutlich, der Goethe selber sagt das,
ach, ich würde schon gerne so auf große Reisen gehen. Er hat ja seine italienische Reise gemacht, aber er ist nicht so wie ein Humboldt oder was in die ganze Welt hinaus gesegelt. Und er sagt, ich würde gerne dort hinausfahren, um das alles zu sehen mit meinen Augen. Das heißt, und damit meint er nicht die physischen Augen alleine, sondern damit meint er mit meiner individuellen Art, es anzuschauen. Und dahinter steckt nicht nur, aha, naja, dann habe ich es halt gesehen und toll. Aber ich sehe etwas anderes, was ein anderer überhaupt nicht sieht. Jeder Mensch, es ist der Irrglaube, dass wir selbst im Sinnlichen denken, na ja, wenn wir jetzt alle in die gleiche Natur hinausschauen, weiß nicht, zehn Menschen sitzen halt da jetzt am Sprösel und schauen hinaus. Von mir aus rutscht man immer ein Stückchen weiter, dass wirklich genau die Perspektive stimmt, dass alle das Gleiche sehen. Das stimmt eben nicht. Sondern wir sehen das, darüber haben wir schon öfter gesprochen, was wir seelisch, geistig ergreifen davon. Und darin liegt aber unsere Individualität. Das heißt, in Wahrheit sieht jeder Mensch die Welt auf einzigartige Weise an. Dass wir in vielen übereinstimmen, ist schon klar. Indem wir übereinstimmen, das ist aber alles die Last der Vergangenheit, sage ich mal, der Schutt der Vergangenheit. Ja, das ist viel, das macht das materielle Dasein aus. Also, dass eine Pyramide ist, werden die meisten Menschen, es wird kaum einer als Kugel sehen. Dann ist wahrscheinlich irgendwas mit seinen Wahrnehmungsorganen nicht in Ordnung. Aber die Feinheiten, die in Wahrheit das Potenzial für die Zukunft eröffnen, die Entwicklungsmöglichkeiten, die drinnen liegen, die sehen wir auf ganz individuelle Weise. Weil wir sehen eigentlich in Wahrheit ganz leise, heute noch ganz unbewusst, die Aufgabe, die wir erfüllen könnten, um die Welt weiterzuführen. Das ist es eigentlich. Also wenn wir die Welt anschauen, dann, auch wenn es uns nicht bewusst ist, wir schauen sie an, um sie weiterzuentwickeln. Um das zu erkennen, was wir weiterentwickeln können. Wir erkennen uns selbst in der Natur in diesem Sinne, dass wir sagen, das kann ich beitragen. Das ist noch nicht drin in der Natur. Das kann ich ihr geben. Also das ist halt noch ganz unter der Schwelle des Bewusstseins. Also wir werden noch eine Weile brauchen, um uns dessen bewusster und bewusster zu werden. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe jetzt unseres Bewusstseins, Seelenzeitalters. Und wenn man auch, also dazu zählt selbst auch das, was heute zum Beispiel die Naturwissenschaft, die Technikwissenschaften, ich habe ja oft gesagt, die Naturwissenschaften sind eigentlich Technikwissenschaften, weil sie alles, auch die Pflanzenwelt und die Erbanlagen und die Tierwelt im Grunde mehr oder weniger mechanistisch erklären. Das heißt, wie etwas Totes, wie etwas Maschinelles eigentlich in ihrem Denken drinnen haben. Aber also selbst mit diesem toten materialistischen Denken, wo wir jetzt Maschinen entwerfen oder was und damit im Übrigen eine neue Schöpfung hineinstellen. Die Maschinenwelt, so wie sie ist eine neue Schöpfung des Menschen bereits. Die Natur, selbst wenn sie viele Dinge ähnlich macht, macht sie trotzdem auf andere Weise, weil es anders entsteht. Wir haben zum Beispiel noch keine Maschinen, die sich selbst lebendig gestalten, bis sie dann fertig sind. Ja, fertig können sie dann nie sein, weil wir wissen, dass bei jedem Lebewesen es ist nie fertig. Es entwickelt sich, erreicht einen Höhepunkt und dann beginnt ein Abbauprozess drinnen. Das ist das Natürliche. Es werden einmal die Maschinen so sein. Wahrscheinlich dürfen wir es dann nicht mehr Maschinen nennen. Aber es wird Schöpfungen geben des Menschen, noch während der Zeit, während der wir auf Erden verkörpert sind. Und wir haben schon davon gesprochen, dass das gar nicht mehr so lang ist. Also
sechstes, siebtes, achtes Jahrtausend werden schon die ersten Menschen sich nicht mehr inkarnieren, weil sie geistig so weit sind, dass sie dessen nicht mehr bedürfen. Und von außen besehen wird es halt so ausschauen, dass die Menschheit ausstirbt. Ist was sehr Interessantes, weil im Grunde dann die Menschheit eine die Menschen Wesen sind, die im Grunde eine sehr, sehr kurze Zeitspanne auf Erden haben. Es gibt, es gibt also Tierarten, die es fast in unveränderter Art seit vielen, vielen Jahrmillionen gibt. Also gerade bei den sogenannten primitiv orientierten Fische, da gibt es welche, die sind noch fast so wie vor 100 Millionen Jahren oder 200 Millionen Jahren, wenig verändert. Der Mensch hat das höchste Entwicklungstempo und wird daher sehr schnell wieder verschwunden sein von der Erdoberfläche, in äußerer Form. Aber umso mehr wird er tun, um jetzt aus der geistigen Welt heraus äh, an der Entwicklung weiterzuarbeiten, an der Evolution weiterzuarbeiten. Und eben das, was ich ausdrücken wollte, sind wir dankbar, auch den total materialistischen Naturwissenschaftlern, vor allem den Wissenschaftlern, die sagen, der liebe Gott hat da drin nichts verloren. Die sagen, nichts Intelligent Design, der liebe Gott, immer wenn wir nicht weiter wissen, greift er ein. Die, da gibt's ja, manches ist natürlich auch verrückt, also die Atheistenliga bilden. Aber sie haben in gewisser Weise recht, wenn sie sagen, auf diese alte Art es zu denken, ist nicht mehr richtig. Wenn sie jetzt noch weiter denken würden, das Geistige, das Göttliche wirkt im Ich des Menschen. Und von dort soll es wirken und muss es wirken. Dann, dann wären sie auf dem rechten Weg. Aber sie sind halt jetzt das Alte, lehnen sie mit Recht ab. Und alles, was das hineinschmuggeln will, hält die Entwicklung auf. Das heißt, die Geistlichen oder sonstigen, die jetzt an dem, ach, der liebe Gott hat das alles so toll gemacht und so wird es in aller Zukunft sein. Er hat in der Vergangenheit Tolles gemacht, aber wir sind da, um genau das zu überwinden und etwas Neues zu machen. Also es ist eine Umkehrung drinnen in dem Prozess. Und daher muss man das aufs Höchste loben, was da hineingekommen ist, auch wenn es jetzt scheinbar uns vom Geistigen abschneidet. Aber es ist dieses notwendige Abschneiden von einer alten Geistigkeit, um den Aufbruch zu ermöglichen in was Neues. Weil solange wir das Alte mitschleppen, äh, laufen wir immer mehr in eine Scheingeistigkeit hinein. Und genau dort greifen die Widersacher dann sehr gern an. Also namentlich die Luziferischen. Die Luziferischen, die gaukeln uns immer alte Geistigkeit vor. Und nein, wir sind eigentlich so weit, in die Technik einmal hineinzugehen, eben auch, aber die dann weiterzuentwickeln zum Lebendigen. Und Rudolf Steiner sagt das ganz dezidiert, der Mensch wird Leben schaffen können. Er wird Leben erschaffen können. Ich wünsche mir nicht, dass es jetzt schon passiert, weil wir einfach noch nicht so weit sind, es auch verantworten zu können. Also wir glauben heute, dass weil wir verstehen, wie wir in den Genen herumschnippeln können, ist ja, dass das entwickelt wurde, ist großartig. Ist großartig. Dass wir es technisch kommerziell anwenden, ist verwerflich. Äh, Da sieht man die bisschen unheilige Ehe zwischen Wissenschaft und Kommerz irgendwo drinnen. Da, da fehlt noch das Bewusstsein dafür, was können wir verantworten. Ich meine, bis jetzt ist die Entwicklung der Technik immer so gelaufen, dass wir es zuerst konnten und erst dann Jahrzehnte oder vielleicht fast ein Jahrhundert später draufgekommen sind,
dass wir es eigentlich aber nicht moralisch verantworten konnten, dass es einfach Probleme macht und mit denen kämpfen wir heute. Und ja, wir werden es auch lernen. Wir werden es lernen als Menschheit. Zumindest zum Teil. Wir werden auch Fehler machen. Schreckliche Fehler. Wir werden noch genug schreckliche Fehler machen. Und, aber man muss halt dann als verantwortlicher Mensch zumindest aufstehen und sagen, halt, so weit sind wir da noch nicht. Es wird trotzdem manches passieren, also es wird nicht aufzuhalten sein, aber man kann zumindest also, ein bisschen das bremsen, bis wir so weit sind und vor allem immer wieder einfordern, dass die geistige Entwicklung Schritt hält mit der einseitig jetzt aufs Materiellen gerichteten Geistigkeit, dass die geistige Entwicklung über das auch hinausgeht, dass jeder Mensch, der sich in die Technik hineinstürzt, das heißt in die im Grunde unternatürliche Welt, in die Unternatur. Wir haben es mit der mit Entwicklung der Technik etwas zu tun, was sich nach unten hin von der Naturwelt emanzipiert, was ein eigenes Reich bildet. Das ist im Grunde toter als die mineralische Welt, in gewisser Weise. Und es ist keine Verfehlung, dass der Mensch sich damit beschäftigt, aber wir müssen schauen, dass unsere geistige Entwicklung nach oben zur Übernatur, wenn man so will, dass die Schritt hält damit. Das gehört eingefordert. Und das haben wir halt im Moment viel, viel zu wenig noch. Also es ist im Moment der große Zug einseitig in diese Unternatur hinein. Der Weg muss gegangen werden, aber er darf nicht in der Einseitigkeit gegangen werden. Das heißt, es ist im Grunde nichts von den Ideen, die da entworfen werden, grundsätzlich schlecht, sondern es ist sogar eine gewisse Notwendigkeit drinnen. Die Frage ist, wann es kommen soll und wie es dann im Detail kommt. Und es darf eigentlich nur kommen, wenn die Verantwortung des Menschen reif geworden ist dafür. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Technische Entwicklung war immer so, wir können es rein technisch umsetzen, wir haben die handwerkliche Fähigkeit sozusagen dazu, es umzusetzen und in dem Moment machen wir es nicht nur im Experiment, sondern wir vermarkten es, beginnen eigentlich die ganze Welt zu beglücken damit. Ohne, ohne auch nur im geringsten uns damit auseinanderzusetzen, welche Folgen hat es für die Natur draußen, welche Folgen hat es für das soziale Leben drinnen, was ja heute nicht mehr zu übersehen ist, die ganze moderne Medientechnik zum Beispiel hat gewaltige soziale Folgen. Und ich sage einmal im Moment nicht immer die positivsten. Aber das liegt nicht an der Medientechnologie als solche. Ich möchte auch dazu sagen, ich meine, sie wird sich auch noch weiterentwickeln, sie wird noch raffinierter werden. Es liegt an uns, ob wir fähig sind, sie richtig zu gebrauchen und sie richtig einzusetzen. Daran, dass sie da ist, an dem ist nichts Negatives. Das sagt ja Rudolf Steiner selber, selbst dass man sagt, okay, elektromagnetische Umweltverschmutzung durch die Technik. Ja, es ist ein Entwicklungsschritt der Erde, so wie einmal in der Natur draußen in die Lebewesen in vermehrter Form als das Nervensystem und das Muskelsystem entwickelt wurde, Elektrizität eingezogen ist. Viel mehr als es vorher war. Ich meine, jede Zelle hat das ein bisschen, weil zwischen innen und außen ist immer ein gewisses elektrisches Spannungsverhältnis da. Also es begleitet die Elektrizität das Leben auch von Anfang an. Aber es ist viel stärker geworden, als jetzt die höheren Tiere entwickelt wurden, die ein Nervensystem und ein Muskelsystem haben, die zusammenspielen, dass die Tiere freier beweglich wurden. Und man muss dazu sagen, die Tiere sind aber letztlich das, was der Mensch aus sich herausgesetzt hat, um selber höher steigen zu können. Aber das sind halt ja, in Wahrheit sind, aber halt auf unbewusste Art,
das auch die Ergebnisse dessen, was der Mensch, ich will nicht sagen selber geschaffen hat, aber zumindest was in Hinblick auf den Menschen geschaffen wurde, indem es herausgesetzt wurde, weil das nicht im Menschen drinnen sein sollte. Also wenn man die Evolutionslehre richtig versteht, ist es ja blöd, wenn man sagt, aha, naja, aus dem Affen hat sich der Mensch entwickelt und vorher weiß Gott was, irgendwann komme ich beim ersten Einzeller an. Alles das ist der Mensch niemals gewesen. Das ist nämlich das Interessante, er hat es aus sich herausgesetzt, weil es für seine Entwicklung nicht brauchbar war, in der Form, sondern er musste es auf eigene Art entwickeln. Also die ganzen Tierarten sind die, die der Mensch herausgesetzt hat aus sich. Steiner entwickelt es immer wieder so schön. Und so wie wir heute sind wir auch in körperlicher Hinsicht gesehen auch etwas, was herausgesetzt ist. Wir werden aufsteigen zu einer höheren Form des Menschen, die dann irgendwann einmal auch diese physische Körperlichkeit so nicht mehr haben wird. Und auch die Körperlichkeit des Menschen wird sich noch verändern während der Kulturepochen, in denen wir noch in einem solchen Körper sind. Es wird nicht mehr so dramatisch sich verändern, aber, aber es wird sich verändern. Es wird sich verändern und es wird sich in ganz individueller Weise verändern, nämlich so, im Moment ist es ja immer noch so, dass der Mensch von Inkarnation zu Inkarnation, auf den ersten Blick sieht man noch nicht, dass das der Mensch aus der früheren Inkarnation ist. Kann sehr anders noch aussehen, äh, gerade weil Inkarnationen ja auch dazu dienen, gewisse Einseitigkeiten einmal zu entwickeln, die man mitnimmt dann, um allmählich zu einer Allseitigkeit, aber zu einer ganz individuellen Allseitigkeit zu kommen. Also, das heißt, in einer Inkarnation habe ich wunderbare Anlage zum Musiker oder was, das Ohr ist entsprechend gebaut und in einer anderen Inkarnation ist das weniger ausgeprägt oder nicht dominant zumindest. Es wird aber das Wesentliche mitgenommen. Aber jetzt geht die Entwicklung in was anderes. Jetzt bin ich vielleicht gerade in meinen manuellen Geschicklichkeiten da ganz toll ausgebildet oder sonst was. Die vielen Inkarnationen dienen durchaus auch dazu, einmal Einseitigkeiten zu entwickeln, die sich aber zum Schluss zu einer Gesamtheit, zu einer Ganzheit zusammenfügen sollen. Das heißt, jeder Mensch wird am Ende seiner irdischen Inkarnationen die Leiblichkeit haben, die ganz seiner Individualität entspricht. Sofern er nicht zulässt, dass die Widersacher daran zu viel herumpfuschen. Das ist das Nächste. Also sagen wir den Idealfall, wo wir es schaffen, das Wirken der Widersacher zu durchschauen und ihnen nicht freie Hand geben, wie sie mit uns umgehen, sondern wo wir sie einsetzen in unserem individuellen Sinne. Auch bis in die Gestaltung der Körperlichkeit hinein. Weil in einem physisch-stofflichen Körper wirken halt auch die arimanischen Kräfte mit, wir brauchen sie. Die wirken namentlich in den elektrischen Kräften drinnen. Aber, aber die Frage ist, diktiert der Ariman mit den alten Kräften, wie das funktioniert, oder gestalten wir es? Und das ist also, wie gesagt, schon in die Entwicklung hineingekommen. Also Elektrizität oder mit der umzugehen, ist im Prinzip nichts Unnatürliches. Und wir schaffen jetzt natürlich mit unserer Technik schon wieder, weil wir die größeren Zusammenhänge noch nicht erfassen und noch nicht verstehen, äh, schaffen wir damit dann zunächst einmal eine Unternatur. Etwas, was also ohne den Menschen nicht in der Entwicklung drinnen wäre und was ziemlich stark im Griff der Widersacher drinnen steckt. Aber die Zukunft geht dahin, auch diese Unternatur in dem Sinn zu erlösen, dass sie der richtigen geistigen Entwicklung dienlich ist.
Und dazu wird auch gehören oder gehört dazu, zum Beispiel mit den elektrischen, elektromagnetischen Kräften umzugehen. Ja, es gehört, aber da sehen wir wieder, dass da etwas krass vorgezogen wurde in der Entwicklung, wo die Menschheit noch nicht reif gehört. Dazu gehört natürlich auch das Verständnis und in ganz anderer Art, als es heute geschieht, der Umgang mit der Kernkraft. Aber gerade auch natürlich nicht mit der Kernspaltung. Die Kernspaltung ist ein Zerstörungsprozess. Aber Prozesse anzuregen, die mit der Kernfusion zusammenhängen, die rein physikalisch gesehen also die Energiequelle der Sonne ist. Es ist ein Teil des Sonnewerdens der Erde, das in Zukunft einmal kommen wird. Da werden wir aber nicht mehr natürlich in so einem Körper leben auf Erden. Und das heißt, dieses Prinzip, dass diese Kernfusion im großen Stil, dass wirklich die ganze Erde Sonne wird, darf natürlich erst sein in viel fernerer Zukunft. Aber es geht dorthin. Es geht dorthin und dass wir uns jetzt beschäftigen, auch mit Kernfusion und solchen Dingen, ist daher nicht grundsätzlich was Schlechtes. Wir müssen diese Gesetzmäßigkeiten jetzt einmal von der physischen Seite hier kennenlernen. Nur dann können wir es in der Zukunft ins Geistige mitnehmen. Wir müssen etwas erkennen davon. Also es ist nichts, was grundsätzlich ganz falsch ist, aber es ist falsch, es einfach im wirtschaftlichen Maßstab zu tun, solange die moralische Reife dafür nicht gegeben ist. Und moralische Reife bezieht ein Verständnis zu haben, was bewirkt das in der ganzen Welt. Das ist aber keine kleine Aufgabe. Was bewirkt das in der ganzen Natur? Was bewirkt das im ganzen sozialen Leben? Was bewirkt das im Tierreich? Was bewirkt das im Pflanzenreich? Was bewirkt das im mineralischen Reich? Und das zumindest einmal für die Erde, für die Erdenwelt zu durchschauen. Puh, da sind wir weit entfernt davon. Das wirklich durchschauen zu können. Und das wird auch mit der Art des Denkens, wie wir es jetzt noch in den Naturwissenschaften haben, alleine nicht gehen. Wir müssen vor einer, wenn wir das richtig machen wollen, ein Denken entwickeln, das eben auch diese moralische Komponente enthält. Heute ist es mit einem gewissen Recht das Ideal der Naturwissenschaften völlig wertfrei, also ohne moralische Wertung heranzugehen. Und wenn man sagt, ein Naturgesetz kann ich nicht beurteilen danach, ob es böse und nach den Kriterien gut oder böse. Die Schwerkraft ist nicht einfach gut oder böse. Aber die Art, wie wir damit umgehen, das heißt, wie wir Technik machen damit, die kann gut oder böse sein. Das ist der große Unterschied. Und, und das heißt, wir werden lernen müssen, zunächst einmal Maschinen, aber Maschinen, die lebendig werden, die Lebewesen werden, also das heißt ein Art pflanzenartiges Dasein haben und sogar beseelte Maschinen. Wir werden das laut Aussage von Rudolf Steiner können. Wir werden das machen. Er sagt nicht genau wann. Es wird Ansätze dazu geben, oder ich möchte sagen, die vorbereitende Stufe dazu natürlich in dem Zeitraum, solange wir noch inkarniert sind auf Erden. Aber die Wirkung davon, die große Wirkung davon wird eigentlich erst dann sein, ja, wenn es auf der Erde diese lebenden, beseelten Maschinen gibt und der Mensch gar nicht mehr inkarniert ist. Es wird Bestandteil der neuen Natur sein. Es wird eine neue Natur geben, eine veränderte Natur, in der das, was aus der Vergangenheit gekommen ist, ja,
eine neue Mineralwelt, eine neue Lebenswelt in eine neue beseelte Welt auf Erden umgewandelt sein wird. So stark wird die Veränderung sein. Der Fehler besteht also nicht darin, das anzustreben, sondern der Fehler besteht nur darin, es zu machen, wenn wir im Grunde noch keine Ahnung davon haben, welche Wirkungen das aufs Ganze hat. Wir brauchen daher eben auch die Menschen, die sich ganz intensiv mit dem beschäftigen. Aber wir brauchen jetzt schon hier und heute und jederzeit das Gegengewicht, das sagt, ja, aber ist das wirklich im Dienste des Ganzen oder ist es im Dienste der Widersacher? Wirkt es aufbauend oder das Geistige fördernd in der Welt oder wirkt es nur zur Zerstörung der Welt, die wir jetzt haben? Also wie wir es zum Beispiel ganz stark mit der Kernkraft haben, die ein riesiges Problem ist mit der Kernspaltungskraft. Das ist, das ist pure Todeskraft. Und das ist auch nicht die Art, die Technologie, mit der die Erde in die Zukunft gehen kann. Aber, aber eben mit der Fusionskraft im weitesten Sinne sollte eben so sein, dass wenn der Zeitpunkt kommt, wo sich das, und davon ist ja auch in der Apokalypse die Rede schon gewesen, darüber haben wir ja gesprochen schon, auch, auch dass dort die Frau, das Weib mit der Sonne begleitet und so weiter. Also das sind alles Dinge, die damit zusammenhängen. Es soll so sein, dass durch die Gemeinschaft der menschlichen Iche in der Gemeinschaft mit dem Christus, der damit verbunden ist, soll die Erde Sonne werden. Und dann passiert etwas, was ja vom Verständnis her dann sicher also noch viel anders zu fassen ist als unser heutiges rein technisches Verständnis der Kernfusion. Da steckt ja in Wahrheit viel, viel mehr dahinter. Aber, aber das ist bereits eine ja, kosmisch schaffende Kraft, was da dahinter steckt. Ich meine, mit dem werden heute noch aufgrund dieser Kraft neue Sterne, neue Welten geschaffen, überall da draußen. Es passiert. Und der Weg der Erde ist, selbst Fixstern einmal zu werden. Das heißt, ein leuchtender Stern zu werden. Da ist das materielle Prinzip dann sehr, sehr verdünnt zumindest. Und das Energieprinzip, wenn man so will, ist gestärkt, aber eben es ist nicht einfach nur Energie, die man jetzt nach Kilowattstunden oder irgend sowas misst, sondern, sondern es ist eine geistig schaffende Kraft, die sich damit verbindet. Und das ist der entscheidende Punkt. Also man arbeitet ja heute schon an Fusionskraftwerken und, und ist jetzt schon froh, wenn man es ein paar Sekunden lang aufrechterhalten kann. Ist jetzt unlängst ist es gelungen, wieder das ein paar Sekunden länger zu halten, wobei diese Fusionskraftwerke kann man es ja gar nicht nennen, die brauchen wesentlich mehr Energie, als sie nachher erzeugen, damit das überhaupt das ganze Ding nicht, damit es nicht in einen Fluss auseinanderfällt. Weil im Grunde heißt es auf Erden Sonnenkraft einzufangen und im Zaum zu halten. Im Grunde ist es, wenn wir ein Fusionskraftwerk bauen, heißt das, wir schaffen eine kleine Sonne im Grunde. Ein kleines sonnenartiges Gebilde. Und müssen mit irdischen Mitteln jetzt schauen, wie wir das bändigen, dass das nicht frühzeitig die ganze Erde Sonne wird, sozusagen. Das ist das Problem. Und zum Glück sind wir im Moment technisch noch nicht so weit, dass wir das wirklich länger als ein paar Sekunden schaffen und selbst wenn wir es nicht mehr bändigen könnten, wäre das Einzige, das macht und dem geht die Luft aus dem Ganzen. Weil sofort, wenn wir es nicht in Zaum halten können, dann erlischt es einfach. Dann wird es zu dünn, die ganze Geschichte, und
dann erlischt es wieder. Also da sind wir zum Glück noch weit davon entfernt. Also es wird in Wahrheit im großen Stil erst gelingen, wenn wir die geistige Reife einfach dafür haben. Und die wird im Großen dann sein, wenn wir nicht mehr verkörpert sind auf Erden. Wenn auch, also die neue Naturwelt, die auf Erden noch entstehen wird, durch den menschlichen Einfluss, wenn die ihre Aufgabe erfüllt hat und die Welt so weit ist, dann in einen geistigeren Zustand überzugehen. Dann wird die Erde Sonne werden. Dann ist die ganze Erde sozusagen halt, na, nicht ein Fusionskraftwerk, aber eben was Neues. Es ist dann wirklich Sonne. Aber im technischen Verständnis ist eine Sonne einfach ein Fusionskraftwerk. Aber es ist Zeit, also zu erkennen, dass es eben viel mehr ist noch als das. Und, und dort sollte man hinkommen. Und das heißt, worum geht es ganz stark? Es geht darum, dass wir jetzt bereits als Menschheit ganz starke geistige Kräfte in Wahrheit einsetzen. Und wir setzen sie heute ganz stark ein, eben um Technik hervorzubringen. Und das ist grundsätzlich einmal notwendig für die Entwicklung. Und wir müssen den Menschen danken, die es tun. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht im Sinne des Kommerzes dann einfach übertreiben und die ganze Welt mit etwas beglücken, dessen globale Auswirkungen wir noch nicht abschätzen können. Das ist einmal das Erste. Aber erforschen müssen wir es. Und wir müssen halt einmal lernen, wir wissen heute, ist es so, wenn man etwas einmal erforscht hat und es machen kann, dann wird es ja irgendwo gemacht auf der Welt. Und, und wenn es im größeren Maßstab gemacht wird, dann wird es problematisch. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Also wir müssen noch eine viel höhere Ethik der Technik entwickeln. Ich meine, es gibt das auch schon als Studienfach und so weiter. Also Technikethik ist etwas, was es mittlerweile bereits gibt. Aber das ist erst der Anfang einer Entwicklung. Und das muss ganz stark werden, es muss so weit gehen, dass Naturgesetzlichkeit und ethische Verantwortung Hand in Hand geht. Weil im Grunde geht es ja auf das hinaus, dass wir eine neue Art von Gesetzmäßigkeit hervorbringen, die ja Naturgesetzlichkeit und zugleich ethische Gesetzlichkeit ist, individuell frei geschaffen und das Hand in Hand geht. Ah, Entschuldigung, Telefon leitet, lasst es läuten. Niemand zu Hause. Ja, na, los. Oder wenn ja, kannst du aufdrücken. Äh, ja, also Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft müssen sich einmal verbinden miteinander, sagen wir das einmal so, weil um eine Moral, eine Ethik, ich meine, all die Worte sind schon so abgebraucht, dass es ist was Neues eigentlich, was kommt, nämlich diese Verantwortung aus der Individualität heraus. Ich meine, die Ethik der Zukunft besteht eben nicht in Regeln, die von außen kommen, sondern in dem, was jeder Mensch individuell in einer bestimmten Situation aus seiner Individualität heraus schöpft. Das ist, da gibt es keine Regel, da gibt es keine Wiederholbarkeit, weil selbst derselbe Mensch in einer ähnlichen Situation in der Zukunft würde wieder anders handeln. Aber aus der Verantwortung ja im Grunde für die ganze Welt. Ich meine, ja, anfangen einmal im kleinen Bereich irgendwo das zu überschauen. Aber es ist in Wahrheit Verantwortung für die ganze Welt. Es ist in einem intuitiven Erleben dann.
Nicht in einem, ich habe Regeln gelernt, ich habe Gebote gelernt. Waren alles Erziehungsmittel für die Menschheit. Aber das Neue ist, mich interessiert nichts, was irgendwo aufgeschrieben steht, Regeln, die es gibt, sondern aus dem Ich heraus kommt sie in der Situation. Was kann ich mit meinen speziellen Fähigkeiten in der Situation tun, um dem anderen zu helfen, um das andere zur Entwicklung zu bringen? Und wenn der andere Mensch da steht, wird er was anderes machen müssen, weil er andere Fähigkeiten hat, weil er eine andere Individualität ist. Und zugleich erkennen, aber auch zu spüren die Individualität des anderen Menschen oder der anderen Menschen, deren Bedürfnisse, deren Bedarf ich erfülle durch meine Tat im Grunde. Das heißt, zu schenken, zu schenken etwas, was aber angemessen ist, auch den Menschen, die dort sind. Es muss mir angemessen sein, weil ich kann etwas machen, wozu ich gar nicht die Fähigkeit habe, aber eben auch mit diesem Freilassenden drinnen, also nicht nimm das Geschenk und wenn du das nicht nimmst, dann zwinge das auf. Sondern es muss ein Angebot sein, das der andere als Freiheit annehmen kann. In einer gewissen Weise. Ja, aber jetzt, wenn er in Bewusstlosigkeit ist und ich was tut, dann kann ich nicht fragen, bitte willst du das jetzt? Aber trotzdem von der Art her ist es etwas, was ihn nicht in eine bestimmte Richtung zwingt. Also da ist unendlich viel noch zu lernen. Und das sollten wir alles jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter lernen. Da ist eine riesige Sache drinnen und äh, man muss sehen, dass vieles, was uns heute noch aus moralisch-ethischer Sicht im Grunde als Kleinigkeit vorkommt, dass das alles in Zukunft viel, viel bedeutsamer wird und viel gewichtiger in seiner Wirkung. Und ich sehe mit Schrecken oder Ding, dass die Zeit schon wieder sehr fortgeschritten ist. Und es ist nicht ganz unbewusst, dass es so weit gekommen ist, aber ich will trotzdem heute noch mich beschäftigen mit der Theodora, die ja gedacht war als das Thema für heute. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist der Ansatzpunkt dazu. Äh, Weil, worum geht es? Wir haben also von dieser Theodora gesprochen, also eine Figur aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners, eine Seherin, wenn man so will, also eine Frau, die hellsichtig ist, aber aus alten Kräften heraus. Also eine Art naturhaftes Hellsehen, das sie in gewissen Momenten überfällt, könnte man sagen, wo sie ihr Bewusstsein für das, was sie umgibt, im Grunde völlig verliert. Sie spricht dann aus diesem Erleben heraus, aber ohne selbst mit ihrem Ich dabei zu sein, weil sie kann sich nicht einmal nachher selber erinnern daran. Also sie spricht, aber sie spricht so, als wäre sie nicht dabei. Und in gewisser Weise ist das eben auch der Fall, weil bei so einer alten medialen Fähigkeit, also ein Medium, da ist gerade das Ich nicht dabei. Es ist also mit einem ganz dumpfen Bewusstsein. Es ist ein Bewusstsein, das noch tiefer ist als der Traumschlaf, noch tiefer ist sogar als der traumlose Schlaf. Da sagen wir schon, das ist eh schon bewusstlos irgendwo. Nein, der ist in gewisser Weise noch bewusstlos und trotzdem ist ein Bewusstsein da, aber das ist so weit und so umfassend und so groß, dass man halt nichts mitkriegt davon. Aber das, was wir tun, gestaltet sich nach dem, was wir da halt unbewusst, bewusst, das ist jetzt paradox, ein unbewusstes Bewusstsein, mit diesem unbewussten Bewusstsein mitnehmen, das aber riesengroß ist. Und im Grunde
ja ganze Welten in sich einbezieht und aus dem heraus kommt das Sprechen des Mediums. Es weiß nichts davon, es weiß weniger als wir im tiefen, traumlosen Schlaf wissen von sich selbst, aber es richtet sich nach dem, was in ihrer Umgebung, in ihrer sehr weiten Umgebung unter Umständen sich abspielt und das spricht sie aus. Aus dem heraus zum Beispiel mit solchen medialen Fähigkeiten, ja, es gab solche Erscheinungen, äh, dass das Medium wahrnimmt, jetzt passiert 1000 Kilometer weit weg das und das, ein Unglück passiert dort. Meistens irgendwas, was eine Erschütterung in der Welt hervorruft oder so. Medien können das schauen, sie können auch in der Zeit in gewisser Weise voraussehen, allerdings beim Voraussehen nur was als Möglichkeit oder als etwas sehr Wahrscheinliches eintreten könnte, wenn alles jetzt so weiterläuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Das heißt, es kann jederzeit durch die Freiheit des Menschen, der eingreift und einen neuen Impuls hineinbringt, passieren, dass das gerade nicht zustande kommt. Also daher, in der alten Zeit war Prophetie leichter, weil die Menschen noch weniger sich in der Art eingeschaltet haben, sondern da war viel mehr wirklich noch aus der, wie soll ich sagen, göttlichen Vorsehung vorherbestimmt. Das ist jetzt weg. Im Prinzip ist das weg. Es ist nur mehr Nachwirkung. Die ist noch groß da, aber die Zukunft ist offen. Die Zukunft ist offen. Und daher, jede Prophetie in die Zukunft kann eine gewisse Wahrscheinlichkeit anzeigen, kann zeigen, dort steuert die Weltentwicklung gerade hin oder es schaut so aus, als würde sie dorthin steuern, aber da sind die Menschen, die am Ruder stehen und das auch in eine andere Richtung lenken können. Wir haben immer die Möglichkeit dazu. Und ja, also diese Theodora hat diese alten Fähigkeiten, über das haben wir gesprochen. Sie hat eine Christusvision im ersten Drama eigentlich schon drinnen. Und die Geschichte geht so weiter, dass ein Mensch dort ganz besonders, Dr. Strada, fasziniert ist eigentlich von dieser Theodora zunächst einmal. Also er ist Techniker, Naturwissenschaftler, der wie viele Naturwissenschaftler gerade im 19. Jahrhundert auch von den Medien fasziniert waren und das untersucht haben. Das ist also ganz interessant, weil das ist ja ein Phänomen, dass ich das studieren kann. Aha, die kriegt so einen glasigen Blick und sie spricht etwas, man merkt, das ist nicht nur geschauspielert, sie spricht so, als wäre sie nicht ganz bei sich, also was hat's da auf sich? Das ist ein Phänomen, das kann ich beobachten und kann sagen, es fasziniert mich. Und da kommt irgendwas herein, woher kommt das? Und so ist also auch dieser Dr. Strada fasziniert von dieser Theodora und man erfährt dann später, dass sie so weit zusammengekommen sind, dass sie dann letztlich im dritten Drama schon 7 Jahre lang verheiratet sind miteinander. Und, und diese Begegnung, dieses Zusammenleben der beiden hat bei beiden Menschen etwas bewirkt. Jeder konnte dem anderen etwas geben und das hat also ganz unterschiedliche Wirkungen. Beim Strada war es sicher eine Hilfe, dass er aus seiner Verzweiflung auch herausgekommen ist. In der war Verzweiflung auch gerade dort, wo ihm gewisse geistige Wahrheiten einsichtig wurden, gerade als Fortführung des naturwissenschaftlichen Denkens. Also einen ersten großen Zusammenbruch hat er im ersten Drama, wo herauskommt, wo Capesius eigentlich das ausspricht, ja, nein, ich muss die Szene genauer schildern. Also erstes Drama, achtes Bild, Johannes Thomasius, der große Maler, malt
Professor Capesius, der mittlerweile ein sehr guter Freund von Dr. Stader ist. Sie hatten einander im Grunde das erste Mal getroffen, ganz am Anfang des ersten Dramas, weil sie dort bei einem geisteswissenschaftlichen, also anthroposophischen Vortrag gemeinsam dabei waren. Und danach, nach diesem Vortrag, war auch diese Vision der Theodora. Und, und dieser Maler Johannes Thomasius ist äh, Schüler auch im Übrigen des Professor Capesius dann geworden. Es hat sich mit Geschichte beschäftigt, aber das ist jetzt noch nicht das Interessante. Das Interessante ist, der Johannes Thomasius malt also aus geistigem Erleben heraus. Und er malt ein Porträt des Professor Capesius, das dessen Wesen so deutlich zum Ausdruck bringt, wie es eigentlich bis jetzt noch kein Mensch gesehen hat. Und Strada, der eben auch zu diesem Zeitpunkt schon also länger befreundet ist mit dem Capesius, sieht durch dieses Bild noch eine ganz andere Dimension seines Freundes Capesius, den er so oft ins Gesicht geschaut hat, noch nicht entdeckt hat. Und er fragt sich, wie ist es möglich, dass das durch das Bild spricht? Wo kommt es her? Wo ist es? Und er sagt, ich möchte durch das Bild durchstoßen. Kommt das von hinten oder wo ist es? Es können da nicht die täugerten Farben sein, die da drauf geklatscht sind auf eine tote Leinwand. Das kann es ja nicht sein. Aber wo ist das? Ich sehe die Seele meines Freundes durch dieses Bild im Grunde. Wie geht es? Wie geht es? Und äh, der Capesius selber versucht ihn zu beruhigen, weil der Strada wird immer aufgeregter in das und sagt, na ja, eben der Thomasius hat sich eine andere Erkenntnisart entwickelt und aus der sieht er das irgendwo und was erkennen ist auf jeder Entwicklungsstufe soll anders sein. Ja, wenn das so ist, dann ist ja alles mein Denken nichtig. Was dann ist ja das, was heute Wahrheit ist, morgen nimmer wahr oder ungenügend zumindest. Und dann stürzt er hinein, lasset mich allein und stürzt in die Welt hinaus. Der Capesius ihm nach, um ihn wahrscheinlich beruhigen zu wollen. Aber er ist zutiefst erschüttert, also im Kern seines Wesens erschüttert. Eine wichtige Erschütterung für ihn natürlich. Und, aber dass er irgendwie, wie soll ich sagen, nach und nach geheilt wird von dem, irgendwo das dauert. Im, er hat dann wieder mal Zusammenkunft später mit dem Capesius und erklärt dem Capesius jetzt, dass er rein durch sein naturwissenschaftliches Denken und durch das Entwicklungsdenken auf die Idee gekommen ist, klar, es muss wiederholte Erdenleben geben. Es kann gar nicht anders sein. Und der Capesius, dem gehen so die Augen auf, ach, ich wünschte, ich hätte das selber so erkennen können und, und, und ist ganz positiv angetan davon und der Strada sagt, na, es ist fürchterlich, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist und ich kann aber die Triebkräfte, die dahinter sind, nicht erkennen. Ich weiß nicht, was in meinem Schicksal waltet. Ich weiß, dass es da ist, aber ich kann bewusst nicht heran. Und ich weiß aber, es ist unausweichlich, so zu denken. Wenn ich mein naturwissenschaftliches Denken konsequent weiterführe, weiß ich, es gibt wiederholte Erdenleben, es gibt Karma, es gibt das Schicksal. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich kann es nicht durchschauen und ich sehe keinen Weg, dorthin zu kommen. Also folglich ist diese Erkenntnis niederschmetternd für mich. Er erkennt natürlich auch nicht, wo er die Freiheit drinnen hat, mit dem Karma frei umzugehen. Das ist das Nächste, das kann er auch noch nicht erkennen. Dass er ja trotz alles Karmas, das es gibt, immer die Möglichkeit hat, sein Schicksal frei zu gestalten. Er hat zwar bestimmte Aufgaben der Mensch hat bestimmte Aufgaben zu bewältigen, das ist die Last der Vergangenheit, aber wie er das tut, ist ein schöpferischer Weg, den er selber gehen kann. Je weniger er selber schöpferisch dazu beiträgt, desto mehr wird er noch hingetrieben dazu. Also das heißt unbewusst hingeführt, unbewusst in die nächste Situation geführt, die ihm wieder eine Möglichkeit gibt, aufzuwachen und es selbst zu tun.
Aber die Problematik ist halt heute auch, dass immer mehr die Widersacher da hineinspucken und versuchen, dass dieser karmische Ausgleich eben nicht oder nicht in der richtigen Weise passiert. Und am schlimmsten ist es, wenn er nicht passiert. Also, und da ist schon wieder die Riesengefahr drin, aha, die Widersacher versprechen den Menschen, ach, du bist deine ganze Schicksalslast los. Dein Karma nämlich los. Weil der Spruch des Christus, ich habe die Sünden der Welt auf mich genommen, heißt eben gerade nicht, ich erspare dir dein Karma. Das heißt eben gerade gar nicht. Sondern es heißt, ich bewahre die Welt vor den schlimmsten Folgen dessen, was du angerichtet hast. Das heißt es im Wesentlichen. Also ich sorge dafür, dass die Welt nicht zusammenstürzt. Aber das, was du in dir selber zerstört hast, dadurch, dass du einfach falsch gehandelt hast, dass du nicht aus richtiger moralischer Intuition oder aus in alten Zeiten in Einhaltung der Regeln oder wie auch immer, das heißt in der Intuition nach der Intuition der weisen Führer gehandelt hast. Äh, aber deine eigenen Verfehlungen, die musst du selber auflösen, weil nur du es kannst. Auch da ist schon die Ich-Wirkung drinnen. Ich meine, auch das, dass wir individuell alles zulassen, dass uns die Widersacher verführen in die eine oder andere Richtung, liegt an unserem Ich. Es war in der Vergangenheit schwach, okay, das konnten wir nicht bestehen gegen die Widersacher, das nimmt uns aber nicht die Aufgabe weg, genau das jetzt in der Zukunft schöpferisch ins Nichts zu schleudern. Weil diese karmische Schuld ist ja eine reale Verderbnis astralischer, seelischer Kräfte. Und die sind in der Welt. Ich meine, wenn wir sterben, legen wir das in der Welt ab und es bleibt in der Erdensphäre. Die Kammerbäckchen, sagen wir oft. Die sind ja da. Und die sind aber nicht untätig da, dass jetzt in einem Archiv gespeichert sind irgendwo, weiß ich nicht, und warten auf die nächste Inkarnation, dann schnallst du das wieder um, schon. Aber die wirken auch in der Erdensphäre und sie wirken zerstörerisch in der Erdensphäre. Und bis zu einem gewissen Grad, also dass diese Zerstörung nicht überhand nimmt, das nimmt der Christus auf sich. Aber auflösen, dass es endgültig weg ist, muss jeder Mensch selber, kann nur jeder Mensch selber. Der Christus kann es nicht. Auch da die Ohnmacht der Gottheit. Vom Karma kann uns niemand befreien, als wir uns selbst. Oder wir gehen auf den Weg der Widersacher. Die Widersacher bieten uns eine Möglichkeit. Sie bieten uns einmal die Möglichkeit, ich halte dir das fern. Du musst es nicht jetzt und nicht morgen und nicht übermorgen tun und letztlich, wenn du in das Reich der Wesenheiten hinter Sorvat dann eingehst, dann musst du es überhaupt nicht. Dann lässt du das alles, naja, ich will nicht sagen zurück, weil in die reguläre Entwicklung der Erde und der Menschheit wird es nicht eingehen, aber es wird eingehen in die achte Sphäre. Und dort bilden diese Dinge durchaus einen fruchtbaren Boden, will ich nicht sagen, aber einen Boden halt, also eine Substanz dieser achten Sphäre. Die achte Sphäre nährt sich davon und ist gerne bereit, das aufzunehmen. Und das ist aber etwas, was daher grundsätzlich mit der, wenn die einzelnen Menschen, die das tun, es nicht selber auflösen, nicht mitgehen kann mit der regulären Entwicklung. Also das heißt, nur Menschen, die dann irgendwann später noch umkehren, können dafür sorgen, dass diese Karmabäckchen aufgelöst werden und all das kann dann noch zumindest bis zum sechsten Entwicklungszustand, ihr wisst die berühmte Zahl 666, also sechster kosmischer Entwicklungszustand, sechster Lebenszustand, sechster Formzustand, bis dorthin kann noch etwas aufgelöst werden
Was bis dorthin nicht aufgelöst wird, wird eben diese achte Sphäre bilden und die geht eine ganz andere Entwicklung. Und dort werden die Menschen, die sich nicht befreien wollen oder den, sie müssen es wollen, Hilfe kann immer geboten werden, aber sie müssen es wollen. Oder sie wollen ins Reich der Widersacher dort vielleicht sozusagen eine sehr bedeutsame, eine sehr machtvolle Stellung einnehmen, aber mit Aufgabe der Freiheit. Das ist der Punkt. Und für einen Menschen, der jetzt diese ganze Entwicklung noch nicht voll durchschauen kann, wie es bei Strada eben der Fall ist das also entsetzlich niederschmetternd zu sehen. Da ist ein Getriebe da, von dem ich weiß, es ist da, von dem ich mir geradezu logisch ableiten kann, es muss da sein, es gibt die Wiederverkörperung, es gibt damit die karmische Schuld, aber ich kann es im Detail nicht sehen. Wie das bei mir läuft, wie es bei einem anderen Menschen läuft. Ich weiß nicht, dass es da ist, das kann ich mit meiner Logik erkennen, aber ich habe keine Möglichkeit, im Grunde in den Ablauf einzugreifen, weil ich keine Erkenntnis davon habe. Und damit ist das, also das heißt, ich fühle mich wie getrieben von blinden Mächten. Und das blendet ihn aber jetzt selber für sein eigenes Ich. Weil in seinem eigenen Ich ist ja die Kraft drinnen, das zu überwinden und wegzukommen. Also wir haben ja eben nicht nur das Karma als Last der Vergangenheit, sondern ja gerade auch die Kraft, das aufzulösen in uns drinnen. Und ich sage einmal, durch das Zusammenleben dann mit der Theodora, durch die 7 Jahre der Ehe, kriegt der Stradas eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, einen immer positiveren Zugang zu dem Geistigen. Und äh, wirkt sich bei ihm auch so aus, dass er auch in seinen Erfindungen so das sehr fruchtbar ist, also er holt geistige Kräfte herein und durchaus im guten Sinne herein. Und so äußert sich das zunächst einmal. Und bei der Theodora auf der anderen Seite ist das ja eigentlich Heilsame für sie, sie verliert ihre medialen Fähigkeiten. Und sie macht damit einen Entwicklungsschritt nach vorne. Weil zu einer neuen geistigen Erkenntnisfähigkeit, um dazu kommen zu können, muss man erst die alten Fähigkeiten vollkommen verloren haben. Die sind an sich nichts Schlechtes, also wenn es heute noch Medien gibt, äh, dann ist es einfach was man zur Kenntnis nehmen muss, fällt halt ab und zu in den Zustand. Man muss halt dann immer mit einer gewissen Vorsicht das nehmen, was gesagt wird. Vor allem, wenn es so um, naja, die üblichen Wahrsagergeschichten oder so geht, was wird aus meinem Kind werden oder Ding, da muss man sehr aufpassen. Was ja bei der Theodora nicht ist, weil sie zeigt ja ein sehr richtiges und sehr großes Bild, gerade was nicht, also da ganz am Anfang der Mysteriendramen, also diese Christuserscheinung, da zeigt sie ein Ereignis von Weltbedeutung im Grunde. Also und mediale Erlebnisse, die mit Weltbedeutung etwas zusammen haben, sind immer besser als die mit ganz persönlichen Problemen zu tun haben. Weil da ist die Gefahr, dass das was ist, was aus dem Egoismus herauskommt und dadurch auch die Wahrheit sehr verzerren kann. Also da wird es problematisch. Aber die Theodora hat also diesbezüglich eine riesige Reinheit, eine innerliche. Und aber sie macht einen Entwicklungsschritt, dass sie durch das Zusammenleben mit Strada und seinem klaren Verstand und seiner, ja, wie soll ich sagen, Bodenständigkeit in gewisser Weise äh, diese alten Fähigkeiten verliert. Aber im dritten Drama kommt ihm das heraus, eben am 7. Hochzeitstag. Strada hat selber schon gemerkt, dass in letzter Zeit, in den letzten Monaten oder so,
etwas sich bei ihr geändert hat, aber sie hat nicht darüber gesprochen, was da los ist. Und jetzt an diesem 7. Hochzeitstag sprechen sie darüber und sie sagt, diese Fähigkeit, die ich schon fast vergessen habe, die weg war, ist wieder aufgetaucht. Aber während sie früher immer etwas Erhebendes, Lichtvolles, Beseligendes war, ist es jetzt etwas Bedrohliches geworden. Und, und sie spürt also, dass da ein unrechtmäßiger geistiger Impuls hineinkommt. Und ich glaube, ich hatte das schon das letzte Mal oder sogar noch einmal vorher angedeutet. Es kommt ein Impuls hinein, der damit zu tun hat, dass ein anderer Protagonist dieser Dramen, über den wir aber schon gesprochen haben, im Johannes Thomasius, der Maler, an dessen Bild eben Strada seinen Freund Capesius erkannt hat, aber zugleich hat er das in Verzweiflung gestürzt, weil er nicht weiß, woher das kommt, wie kann das in das Bild hineinkommen. Also dieser Johannes Thomasius, der eigentliche, der größte Protagonist im Grunde der Dramen, ich meine, die anderen sind auch sehr groß, aber im Grunde ist das die zentrale Figur und vor allem deshalb die zentrale Figur, weil der am stärksten gezeichnet wird von den geistig strebenden Menschen in seiner Zwiespältigkeit zwischen den lichtesten Kräften und immer in der Gefahr abzurutschen ins Reich der Widersacher. Also diese Person ist sehr umkämpft und daher ist sie aber für unser heutiges Zeitalter die markanteste, die typischste Gestalt. Weil der heutige Eingeweihte hat das und selbst wenn er ein hoher Eingeweihter ist. Also gerade die an der, wie soll ich sagen, an der Frontlinie stehen, wandeln am Abgrund. Es ist, es ist so wie eine Messerkante, auf der man balanciert und darunter ist der Abgrund. Das heißt, der auf einer breiten Straße geht, ist schon auf dem Weg der Widersacher. Der über diese Messerschneide wandelt. Der Seiltänzer über dem Abgrund. Das ist der moderne Eingeweihte, das ist der moderne geistig strebende Mensch. Und ich sehe, wir werden heute mit der Theodora-Geschichte noch nicht ganz fertig werden, weil sonst wird es wirklich zu lang, sonst brauchen wir bis 10 Uhr. Das ist dann auch für den 100. Vortrag zu viel. Also wir müssen nicht zu 100% überziehen. aber es ist zugleich eine Vorbereitung jetzt für die kommenden Sachen in der Apokalypse, weil dort werden wir genau über diesen Abgrund wandeln. Und dort versuchen hineinzuschauen. Und versuchen diese Balance zu finden. Wohl wissend, dass diese Kräfte aber notwendig sind für die Entwicklung. Dass der moderne Mensch, der freie Mensch, der Mensch, der aus seinem Ich heraus agiert, aus dem Ich, das mit dem Christus verbunden ist, weil wenn er nicht mit dem Christus verbunden ist, ist er mit seinem Ich nicht ganz verbunden. Dann hat das Ich noch nicht sich selbst erkannt. Aber dass gerade dieser Mensch die Aufgabe hat, auf der Linie balancieren, tanzen, Pirouetten schlagen lernen soll, Purzelbäume macht da oben drauf und trotzdem nicht hinunterstürzt, aber jederzeit schauen kann. Und dieser Blick, den er wirft in den Abgrund, bringt die Erlösung des Abgrundes. In Wahrheit, mit Blick meine ich jetzt, immer mehr und mehr davon zu erkennen. Dann sind wir das Licht nämlich, das diese Finsternis erhält, auflöst. Das Licht der alten Geistigkeit ist das Licht, das diesen Schatten wirft. Und je mehr Licht da kommt, desto mehr Schatten ist. Das Licht, das der Mensch wirft, löst den Schatten auf. Und verwandelt es in etwas anderes.
Ich meine, anfänglich ist ein weiter Weg, ist ein weiter Weg. Aber das nur so mal jetzt zum Schluss als ein paar Anregungen. Aber das Licht kriegt eine andere Qualität. Die Finsternis kriegt eine andere Qualität. Und es wird etwas Neues aus beidem, könnte man sagen. Es wird ein höheres Licht daraus, das die Kraft der Finsternis auf andere Art in sich hat. Das ist das zukünftige manichäische Prinzip, sich mit der Dunkelheit zu verbinden. Und dadurch entsteht etwas Neues. Und das ist auch Bestandteil des rosenkreuzerischen Weges, wenn man so will. War es ganz von Anfang an, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in früheren Vorträgen, Rudolf Steiner sagte, äh, es kommt von Christian Rosenkreuz, also dem geistigen Führer dieser Rosenkreuzer Bewegung, also dieser modernen Geistesströmung letztlich. Äh, Es muss öffentlich über die Geisteswissenschaft, also über das Geistige gesprochen werden, wenn die äußere Naturforschung drei Dinge entdeckt haben wird. Das erste ist durch die Spektralanalyse die materielle physikalische Konstitution des Kosmos, wenn die erkannt wird. Weil bis dahin aus der griechisch-lateinischen Zeit ist die Sternenwelt eigentlich die Götterwelt. Das ist ätherisch oder noch schließlich astralisch, also seelisch. Für die Griechen war das nichts, wo die Physik etwas hineinreden hätte sollen. Und wenn man die Bewegungen erkannt hat, war das eigentlich versucht, die Sprache der Götter zu erforschen. Heute erkennt die Naturwissenschaft, aha, da gibt's Sonnen, aha, da spielt aber auch was physikalisch-materielles eine gewisse Rolle. Jetzt erkennt man sogar, ja, da gibt's Planeten auch, das kann man schon indirekt zumindest feststellen. Aha, da gibt's lauter Welten, die vielleicht irgendwie ähnlich wie unser Sonnensystem sind. Vielleicht auch ganz anders, aber es gibt Sterne und Planeten. Tausende wahrscheinlich draußen. Ich weiß nicht, wie viel Exoplaneten nennt man die, also Planeten, die um andere Sterne kreisen als um unsere Sonne weiter draußen irgendwo. Gibt schon eine ganze Menge, die man gesehen will nicht sagen, aber die man halt mit den heutigen technischen Mitteln nachgewiesen hat. Das ist das Erste. Also die Materialisation des Kosmos, zumindest für unser Bewusstsein. Das ist das Erste. Das Zweite, das, das kommt, ist die materialistische Evolutionslehre. Der Darwinismus. Und es geht darum, nämlich sowohl in dem materielle Konstitution des Kosmos, darin das Geistige zu erkennen, dass es eigentlich in Wahrheit geistige Kräfte sind, die dahinter stecken. Aber dass es sehr wohl richtig ist, dass es genau dieselben materiellen Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir da haben. Aber hinter beiden, hier auf der Erde wie dort, steckt eigentlich Geistiges. Das ist die Aufgabe, die damit verbunden ist. Und darüber muss man sprechen, ab dem Moment, wo es einseitig materialistisch nur erkannt wird. Das zweite Wichtige ist also die materialistische Evolutionslehre, also Darwinismus und was sich anknüpft. Weil gerade darin höchste Geistigkeit zu finden ist, und zwar gerade die moderne Geistigkeit, die in die Zukunft führt, die aus der Freiheit heraus. Das ist das Wunderbare, und da kann man die materialistische, da kann man den Darwin lesen, den Haeckel lesen und weiß Gott, welche alle gekommen sind. Es ist großartig eigentlich, und man kann heutige lesen, auch wenn sie ganz Materialisten sind. Aber der Geist, der dahinter steckt, ist der moderne Entwicklungsgeist. Das Geistige als etwas zu sehen, was ja durch den Zufall passiert, was
offen ist, wo die Zukunft offen, das heißt frei ist, nicht vorherbestimmt ist. Das ist das Grundprinzip schon beim Darwin drinnen, obwohl der noch irgendwie versteckt sagt, ja, Zufall ist es, weil wir die Gesetzmäßigkeiten noch nicht erkennen. Also er versucht nur das beizubehalten, aber nein, es muss doch eine strenge Ordnung haben, eine strenge Kausalität. Aber das ist für uns viel zu kompliziert. Aber mittlerweile ist es längst weg, es ist der Zufall. Das Geistige muss dazu bringen, zu sagen, von wo fällt es zu. Aus der Ich-Geistigkeit der Menschen in Wahrheit. Wenn wir das erkennen werden, wird die Evolutionslehre die Geisteswissenschaft schlechthin sein. Das Interessante ist ja, bitte, wenn ihr vergleicht, äh, was Rudolf Steiner schildert in seiner Geheimwissenschaft im Umriss, wo er das schon schildert, eben die ganze Evolution im Grunde unseres kosmisch-planetarischen Systems über 7 Stufen. Da entwickelt sich Kosmos nach Kosmos systematisch. Da entwickeln sich geistige Wesenheiten. Das heißt, sie verändern sich. Nicht, die Engel sind von Gott geschaffen und so sind sie halt. Sondern alle diese Wesenheiten sind Entwicklung. Und es gibt welche, die sich schneller entwickeln, welche, die sich langsamer entwickeln. Und aus dem Zusammenspiel dieser Wesenheiten entsteht die Welt, die wir jetzt haben. Und das wird weitergehen. Also, also das heißt, schimpft's ja nicht über den Darwinismus. Schimpft's darüber, dass er materialistisch interpretiert wird, wie es Darwin selber tat. Aber er hat mehr hineingelegt, und bitte, er hatte Vorläufer auch. Also er hat eigentlich nur vieles zusammengefasst, was alles im Detail schon bekannt war. Er hat es in ein Bild gemacht, aber das ist sein Verdienst, keine Frage. Oder dann, was Haeckel gemacht hat daraus, also der deutsche Evolutionstheoretiker zu Steiners Zeiten, den Steiner auch kannte und den er geschätzt hat und den er verteidigt hat gegen alle seine Kritiker. Weil viele zur damaligen Zeit noch aus ihrer Gläubigkeit her, das ist Materialismus, das ist Teufelszeug und so kann es ja nicht sein. Und der Steiner ist für ihn also auf die Barrikaden gegangen im Grunde. Und das praktisch kurz vor der Zeit, wo er angefangen hat, anthroposophische Vorträge oder damals theosophische zu halten. Und das heißt, er hatte die geistige Gesinnung drin, weil man sagt dann, heute manche sagen, naja, der Steiner hat dann um 1900, da weiß ich nicht, da muss irgendein Schalter falsch umgelegt worden sein, weil noch kurz vorher schreibt er ja, lobt er einen der größten Materialisten der damaligen Zeit, also über alles und verteidigt ihn bis zum geht nicht mehr gegen alle, die jetzt den lieben Gott auch noch irgendeinen Platz drin lassen wollen. Und das Verdienst dieser Forscher ist, dass sie diesen alten Gott hinausgefegt haben. Hinausgefegt haben, um Platz zu haben für den wirklichen Gott, für die neue göttliche Kraft. Nicht für das alte Bild des Göttlichen. Das ist der Punkt. Das heißt, für die Missdeutung des wirklich Göttlichen im Grunde, die es geworden ist. Es war einmal in der Vergangenheit so, aber das hat sich geändert. Ich meine, wer heute noch so spricht, hat von Christus Impuls nichts verstanden. Also Geistliche, die jetzt wettern gegen das, was im Darwinismus drinnen ist, die haben ihr eigenes Christentum nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass da eine gewaltige Änderung drinnen ist. Dass da sich etwas gewandelt hat, dass das zentrale Prinzip unserer Erdentwicklung ist. Weil da jetzt fängt's an. Ich meine, bis dahin war das alte Prinzip, bis im Grunde irgendwo bis der Mensch die Erde betreten hat und dann noch weiter bis der Mensch im höchsten Sinne die Erde betreten hat durch den Christus im menschlichen Leib. Ich meine, und ab da ist alles anders. Es ist alles anders. Ich mache alles neu, sagt der Christus. Und alles, was vorher war, ist aufgehoben im dreifachen Sinn von Hegel. Außer Geltung gesetzt, radikal außer Geltung gesetzt. Trotzdem bewahrt, um auf eine höhere Stufe hinaufgehoben zu werden. Und mit dem werden wir uns
bei den nächsten Vorträgen. Ich weiß nicht, ob es noch einmal 100 werden, aber es liegen noch einige vor uns, denke ich. Und es wird also noch weitergehen mit der Theodora. Es war wieder ein bisschen ein Stückel dazu, aber ich glaube, es ist wert, sich das genauer anzuschauen, weil man wird darin sehen, wie im Grunde ganz leise menschliche Verfehlungen, für die halt der Mensch anfällig ist, äh, zu ziemlich großen Katastrophen führen könnten. Die Mysteriendramen führen es nicht zu Ende, man weiß ja nicht, wie es ausgeht, weil Steiner hat 4 Dramen geschrieben, es sollten mehr werden durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Im Jahr 1914 kam es nicht mehr dazu, dass ein 5. Mysteriendrama zustande kam, das schon skizziert war, irgendwie grob von Steiner. Und die Zukunft ist offen, auch da. Ich finde es so genial bei den Mysteriendramen, dass wir gar nicht die ganze Geschichte haben, sondern dass jeder sich selber weiterschreiben muss im Geiste. Im Grunde, mit dem Ende des 4. Dramas endet es im Grunde völlig offen. Man weiß nur, alles das, was angepeilt wurde, kommt ins Wanken. Man weiß nicht, ob das gut gehen wird. Es ist ganz offen. Zum Schluss selbst der große Eingeweihte, der Benediktus, der da durchgeht durch die Dramen, irrt sich noch am Schluss, er kennt den Ariman nicht und ist selber verunsichert. Und äh, das ist aber der Weg der Zukunft. Wir haben einerseits die Sicherheit, uns aufs Ich zu bauen, und wir gehen aber immer in die Unsicherheit hinein. Es gibt niemanden, der uns sagen kann, geh da, geh da, geh dort. Wir müssen es selber entscheiden. Wir müssen selber den Weg finden, und wir wissen nicht, ob es der richtige ist. Wir wissen es in dem Moment, wo wir begonnen haben, ihn zu gehen. Das, also, äh, das ist es. Und das ist aber die Größe des Menschen, und das ist das, was uns Vertrauen geben kann, weil trotzdem, wir können zwar immer wieder scheitern, nichts kann uns garantieren, dass wir nicht scheitern, aber wir können eines wissen, an jedem Scheitern wachsen wir. Und der Mensch sollte dankbar sein dafür, dass er scheitern kann. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Doch wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist die Kurzfassung von Goethes Faust. Am Anfang, als der liebe Gott mit dem Teufel, mit Mephisto, also mit diesem luziferisch-arimanischen Zwitterwesen, den Vertrag schließt, sozusagen, sagt, ja, versuch den Faust. Und wo Gott dann selber sagt, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Der Mensch in seinem dunklen Drange. Wir sind noch ganz in der Finsternis, wir fangen erst an aufzuwachen. Wir taumeln herum noch irgendwie, da geht man ins Fettnäpfchen, dort ins Fettnäpfchen, egal. Wir sind mit Fett angespritzt von oben bis unten, aber wir gehen unseren Weg. Wir gehen unsere tausenden Umwege, sagen wir es einmal so. Und wir gehen weiter fort, und auf das dürfen wir trauen, und der Christus geht mit uns. Was soll uns erschüttern? Was soll uns erschüttern? Wenn wir Menschen sein wollen, und das müssen wir aus Freiheit wollen, wir können ja sagen, wir werden Riesenkapazunder, also eine riesige führende Persönlichkeit, Individualität im Bereich der Widersacher. Können wir auch sagen. Aber wenn wir freier Mensch sein, weil dann sind wir nicht mehr frei. Wir sind zwar führend, wir können andere kommandieren, aber wir sind selbst unter der Leitung von eben den Widersachermächten, die darüber stehen. Aber wir können auch den Weg in die Freiheit wählen. Und der Freiheit geht nur durch Irrungen, Verirrungen, durch Fehler, die wir machen, durch Wege wieder die Folgen der Fehler auszumerzen. Durch all das geht es durch. Also das ganze volle Menschenleben. Ich meine, das wir irgendwo haben. Aber es geht darum, nur zu erkennen, das gehört eben zum Menschsein dazu, und es ist eine Gnade, dass wir das haben. Es ist eine Gnade, dass wir irren können. Es ist eine Gnade, dass wir Fehler machen können, aber es ist eben auch das Großartige, dass wir uns
ja, noch mehr als ein Gewissen daraus machen können, weil Gewissen ist immer nur ein bisschen eine alte Kraft, sondern wo wir ganz bewusst aus moralischer Intuition trotzdem den richtigen Weg wiederfinden, die richtige Richtung finden. Aber wenn wir uns verirrt haben, da drin das Ich ist ein Kompass, der nach meinem individuellen Stern gerichtet ist. Wir haben einmal davon gesprochen, jeder Mensch hat seinen Stern oder seine Sternenregion. Das heißt, sein kosmisches Gebiet, das besonders mit ihm zu tun hat. Und das Ich orientiert sich nach dem und findet seinen Weg, egal welche Verirrung wir machen. Wir sind dieser Kompass. Wir sind dieser Kompass. Das Ich ist dieser Kompass. Und der führt uns sicher. Und Umwege, ja, ist so. Es kann einem niemand versprechen, dass immer ein Zuckerschlecken ist, aber wenn wir es wollen, dann ist garantiert, dass wir durchkommen. Und scheitern werden wir nur, wenn wir irgendwann bewusst sagen, wir wollen es nicht, sondern wir wollen einen anderen Weg gehen, der vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, sondern sicher bequemer ist, aber die Freiheit aufgibt. Und damit die Chance aufgibt, beizutragen zu einer neuen Welt einmal in der Zukunft, von jetzt ab in die Zukunft, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Die sich keiner aller Götter sozusagen ausmalen kann, nicht einmal die Gottheit selbst, sondern an dem wir, wozu wir unseren Beitrag leisten können. Die Möglichkeit haben wir. Und die kann uns niemand wegnehmen, außer wir selbst. Wir können es verweigern, einmal endgültig. Aber wir können es. Und dann darf uns eigentlich nichts mehr erschüttern. Auch wenn sicher der Weg nicht immer leicht sein wird. Aber wir können ihn gehen. In diesem Sinne.